stop. I'm here to get what I want. I'm not lost. I'm here to make it to the top. I'll take a shot. I'll overpower any boss. Cause I am not Let's go. that you would wanna cross. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. Und damit willkommen zum heutigen legendären Livestream. Hello, wie geht's euch so? Was machen Sachen? Hallo Asira, hallo Ellie, wie geht's euch so? Ich würde behaupten, bevor wir kurz starten wir doch direkt mal neu. Stellen auf 720p um. Das heißt, geschafft 720p zu sagen, und dann schaffe ich es nicht umzusagen. Auch schön. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, hello, da sind wir wieder sein. Bei Ellie geht's so. Und wie geht's mir? Wie geht's diesen komischen gerade cool? Ey, ist eine gute Frage. Also ich hatte jetzt keinen schlimmen Tag gehabt. Doch nicht. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Aber bisher hatte ich einen recht guten Tag gehabt. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr aus meinem Tag machen wollen, aber ansonsten. Ich bin jetzt ein bisschen not for broadcast. Freue ich mich drauf, habe ich Lust drauf. Und schauen, wo der Tag so hingeht. Die Sache ist, wir müssten heute noch Afterlife mal wieder machen. Deswegen, bitte erinnere mich früh genug dran, dass wir nicht den ganzen Tag not for broadcast spielen wollen. Also, wir können gerne Not for Broadcast spielen, Afterlife, dann wieder Not for Broadcast, aber wir schauen mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Hä? Ah, jetzt ist wieder normal, okay. Okay, ein bisschen meine OBS war wohl verkackt, aber ist egal. Sieht wieder gut aus. So, hallo Schipper, hallo. Der Jonas sieht du. Ah, ich kenne jemanden, der möchte auch unbedingt Sucrose haben. Die Musik. Und bekommt sie auch einfach nicht. Ich glaube, da ist so ein Sucrose Curse. Weil ich habe Sucrose anfangs ja auch irgendwie nicht bekommen. So, warum ist mein eigener Stream... Oh, ich schaue hier mein eigenes Stream auf der höchsten Einstellung. Was war das denn? So. Ich bin mal gespannt, was heute so Feines passiert. Bin ich echt mal gespannt, was heute passiert. Aber das Spiel muss laden. Haha. Wir haben neue Herausforderung. Was haben wir Neues? Keine Ahnung. Tasten hier sind wir. Oh Gott. Postmänner das Kabel zum Satelliten entfernt, weil er sparen wollte. Weil er auf eine Schlange gehalten hat. Jetzt treten im ganzen Laden ihre Frequenzen auf und sie kommen schneller als je zuvor. Ah, okay. So, aber wir spielen die Kampagne weiter. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich habe es nicht herausgefunden. Das war der dritte Charakter, den ich gezogen habe. Ja gut, das ist ja nicht fair, Ellie. Der ist ja nicht fair. So, diesmal lasse ich das gerade offen, um zu sehen, ob... Und falls mir jemand schreibt. Irgendwann werde ich die Musik mehr aus dem Kopf bekommen. Irgendwann habe ich die Musik. Warum ist das nicht fair? Weil wir alles wirklich haben wollen. Gut, ich habe es ja auf C6, aber... Haha. Tag 1975. Ah.
Sieht alles so neu aus. Hello, Alex. I've checked the schedule for tonight. Nothing major to report. Certainly isn't anything you can't handle. Still, at least my daughter's in for Advance's new initiative. That should liven things up a bit here. Keep up the good work. After the birth of their unexpectedly large family. At 9:15, it's What Music is Best? A rundown of the top-selling songs across the territories. Expect catchy tunes and scenes of an inappropriately sexual nature. Not one to miss. At 10 p.m. Okay. it's time for Julia's Ich habe Diary. nicht mehr eine große Auswahl an, The minister reads extracts from her diary ja, in front of a an wall fire. Kassetten. Then at 10:30, Ich habe ja auch, also ja, aus irgendeinem Grund wurde unser Stromkasten noch entfernt. Das ist jetzt, was weiß ich, was das sein soll. Sieht ein bisschen aus wie innere Organe. and the brave doctors and technicians struggling And to this is help her Jenny. shed her old She's the floor habits manager. and Hi, adjust to the Stacey. new future. Strong language and That's things Colin. such as He, is not one for the kids. Do you know, just don't talk to Colin. Incisors is at We're getting involved in bring your daughter to work, eh, Colin? Ich habe wieder Bilder auswendig. Hast du Right, das? Mr. Next to Mum. Believe in what? Just days. How did it all go so right? That's followed by the territory Atta weather girl. report, advanced briefing, Klär mal, and sie sollte die erste sein. now featuring up to 6 Das sieht richtig aus. simultaneous That explains so much. Okay, we are going in 5, 4, 3. Good evening and welcome to the NNN. I'm Megan Wolf. And who's this, you might be wondering? Well, it's Bring Your Daughter to Work Day here at Channel 1. So I'm joined tonight by my foster daughter, Stacey. Say hello, Stacey. Go fuck yourself. All right then. Also eine Here nette are the Tochter. stories that matter to you. First up, with Advance confirming that the nuclear fallout from the 20-week war is to blame for the drop in birth rates across the territories, we asked you what keeps you going. I know that I, for one, was quite deflated when I heard about this, but reading all your submissions has really put the smile back on my face. This is from Drew in Humberset. To take our minds off things, me and my partner have been building this house for our hamster. It really does distract us from thinking about the 85% sterility rate. Also, So okay. next week, we're building Nibbles a tiny conservatory, a loft conversion, and a holiday home. Thank you for that. And if you've started a new hobby, do write in and tell us about it. Next up, you know how we love your uncanny comestible coincidences, and I don't know about you, but I think this one really takes the biscuit. I'm not sure what I'm more impressed by, Stacey. The things our viewers spot, or the unbelievable way our menu centres are now able to feed every team member every single day. Catherine from Berkeldown sent us this, saying, I couldn't help but spot the face of poor departed Peter Clement in my 4th lager this morning. Oh, I'm What not sure if the I see fuck? it, Catherine, but then again, I'm only on my 3rd. Do keep those coming in. Come on, can you have a go? We've just got time for one more of your stories, and this one is an inspiring story of rehabilitation. That's it, just tell us who it's from, yeah, and then read it out, okay? So this one says it's from John in Stokely. Before I was convicted, I'd never read a single book. But since I was released from Betterman, I haven't been able to stop. I'm even working at a library, and on our lunch breaks, Mr. Wordyworth spell checks my tattoos. We absolutely love hearing the way our neighbours and team members have been able to become better people. So do let us know your stories here. You can do this bit, Stacey. No, you're right, thanks. Come on, give it a try. Let us know your stories here at the NNN. Right, bit of a change of pace coming up here. You'll need to use the SFX buttons for the next segment, but Advance have already selected when and what to use. Simple stuff. Just follow your government orders. Okay. Also wieder die Sachen hier, okay. Was ist das NNN? Was ist mit meinen... Achso. Okay, die haben einfach nur den Namen ein bisschen geändert, ich verstehe. First up tonight on the NNN, it's time to celebrate NNN, this week's team lottery winners live from the Shakespeare Theatre right here in the capital. We're going to hand over to Julia Salisbury. I suppose you don't think much of her either, eh, Stacey? She's got a lot more going for her than you wankers. Okay. Oh. Surprise. Oh, shit. Approval there from Stacey. Let's go live to that right now.
Good evening, everybody, and welcome to this week's Team Awards. Of all the many duties I have as team leader, this is by far the most pleasant. As I so often say to you, the uneven past is now, following the demise of Disrupt, Weißt du, früh gemacht habe oder was? behind us. This is the Also, oh mein Gott, hier gibt's mehrere And I Camps. say to you, it's better now. I am delighted to be joined here tonight by one of the oldest people in Territory 1. He was born over 107 years ago. Please give a warm team welcome to Alfie Touchbadger. So, Alfie, you must have seen so much in your lifetime. What have been some of the highlights? Alfie, Huh? is he all right? His hearing aid isn't turned on. Oh, could you turn it on? He says it drains the battery. Well, will you tell him that we'll buy him a brand new battery after the presentation? Yeah, he says that's fine then. And I will help him with that. Yeah. If you would. Sorry, can't get the staff. We got it. Und tschüss. So, Alfie. What? You're 107 years old. Oh, don't bloody remind me. Would you like to tell the audience what that's like? Oh, where is everybody? Out there, in the dark. Oh, bless him, it's not just the ears. Who are you? 2 sugars, please. I'm Julia Salisbury, the Prime Minister. I like this story. Who are you really? No, I really am the Prime Minister. Oh, you're A woman. Yeah, a woman. One of Women them. can do anything men can do these days, Alfie. Oh, can you piss standing up? I can't say I've ever tried. No, I didn't think so. 2 sugars, please, and not too much milk. Shall we get to the awards, Alfie? Oh, are you going to ask me about my life? Well, I'm not sure we have enough time left now for that, so... When I was 9, I wanted a pet, so I asked me mum and pap. There was no television then, back then, you know. We made our own entertainment out of coal and roadkill. Well, that's fascinating. So they got me a pet, see? But it weren't a dog. They told me it were a dog, but it were a stone. A stone? Yes. So I called it Patch, which was a popular name for a dog back then on account of the king having a patchy face. And I decided to introduce him to pretty little Gertie Thimble, who lived up the road. Oh, how romantic. She threw my dog in the river. That was the day I decided I'd never marry. And that's the secret to your long life? Oh no, I've been married 7 times, divorced 8. There was a mix-up with number 3, see? Yes, I'm just lucky. Are we going back to the home soon? Soon, Alfie. First, let's turn to the reason we're all here, the weekly Territory 1 Team Awards. First up tonight is a lady who really knows how to put in the extra hours. She works at a transition centre in Hamble-Bamblebury, and she has single-handedly allowed more families to unburden each other than any other nurse in Territory 1. In the uneven past, she'd have been locked up. Tonight, she is being honoured as a team player. Please welcome Daphne Snister. Are you here to change me? Just give her a medal, Alfie. There's a good boy. Doctor, I mean, 2 sugars.
And don't let it steep too long. I think you're supposed to give me one of those. Oh. Well, There he goes, look. I can't get the arms up any higher than that. You'll have to go down now. Thank God those fractious times are behind us, and now the territories are thriving. Are we in? As the actress said to the bishop. Yes, thank you. Oh, was war denn das gerade da rechts? Habt ihr das auch gesehen? Oh, shit. Shit. Well done. Daphne Snister, everybody. Now, open your envelope and find out what you've won. Crikey, don't hold back there. She's tougher than one of Peter's homemade Ethel's cakes. Got it. I won a holiday for 2 in Territory 15. Used to be called San Palmerino, didn't it? I believe it did, yes. Why couldn't we have stuck with that then? It's easier to remember. We're all one nation now. Hang on a minute. Isn't it still on fire? And Daphne Snister, everyone. Oh, what about my train? I've been in these wide fronts for 3 days now. We'll get to that, Alfie. Oh, right you are, love. Next up tonight is a couple from Farnley who, after a rocky start losing their family's ill-gotten gains to the Assets and Wealth Act, have really embraced the new future, setting up a community farm and petting zoo in their local area for all the local children to play. Please welcome Otho and Lobelia Jackson Randy-Gannett. Medal, Alfie. You know, when I was in the trenches, I had a pal called Scotty Wilson. He was from way up north, so I didn't understand a bloody word he said. But he Ah, der will ein geht das noch. Should we describe them for ourselves? Probably for the best. And his best mate was Smudger Ace. There was them two. Ich will wieder Drama, ich will wieder Terry, and of course, Leuten helfen. Sydney. She were a girl, but she had a boy's name, so they shipped her to the front anyway. First girl any of us has ever seen close up. She's dead now. They all are. Smudger and Scotty never made it home. Fiddly got shanked in Frankfurt prison in an argument over an olive. And Terry, he exploded quietly at home. Sydney got a fatal skin condition. Scratched herself to death. It makes you think. Thanks, Alfie. Great contribution. So, Otho and Lobelia, a petting zoo. After we lost all our wealth, we discovered there were actually people who had never even owned a pony. I used to have 3. So we decided to do something about it. That's the type of people we are, you see. Advantage of a private education, probably. Well, I'm sure we can debate that all night, but there's no time. So, let's see what you've won. Yes, but before we do, there's something I wanted to say to you. Oh, absolutely. Every citizen of the new future has my ear. When advance came to power, you took all of our wealth. You took the shirts off of our backs. Quite literally, in my case, I used to collect shirts. You might as well have the rest of it, too. Oh, security! Oh God, not again. If I've said it once, I've said it 1,000 times. Bennies and the news are not good bedfellows. Keep those flappy bits off my channel, Alex. That's better. And you are? Oh. I see. It isn't right and it isn't fair. You tell him, girl. That's my wife, you know. Only you don't. You can't take pearls with swine, it isn't right. We used to have 3 horses, then turned to Pfeffel and Hungwell. And now what have we got? 2 mangy goats, 1 mongrel dog. Wenigstens gibt es wieder Drama, hä? That word bloody shut up! Can we get this over quickly with, please? As the actress said to the bishop. Oh, here we go again. Hello, Alfie Tagsbadger. Pleased to meet you. Ja, was passiert eigentlich hier unten rechts? Stop them! Oh, don't worry, love. I'll protect you. Oh. You better break know what he knows. You know,
This reminds me of when I was in my 20s and we go Ja, das tun wir uns noch 3 Minuten an. promenade at Shining on Sea and watch all the pretty girls on the beach. Everything was black and white then, of course. We'd visit the Penny Arcade and try to win a block of lard to take home for the family. You couldn't buy lard. Also was passiert denn da oben links? Eigentlich können wir das ja mal zeigen. Boys were boys, girls were girls. Everyone else was recruited by the circuses. There were loads Ja, war ganz interessant, oder? circuses with their big tents and their candy floss. You'd hear the music, the pipe organ drifting over the nearby fields. My mum used to call it the most magical sound in the world. Oh, sorry. This was Ich dachte, wäre wichtig, wenn da jemand Todes ist, kurz, aber ist okay, ich schon verstanden. Ah, und der Mann steht da einfach. Oh, did you ever go to the circus? What's that, Alfie? The circus, oh, never mind. Yeah, just a tea pack. Okay, setzt du gleich zum Kuss an, oder was ist los? Well, that was an unexpected dose of naked nostalgia. Some people simply can't let go of the past. That's why I look in joy and fervent admiration at the younger generation. So cohesive, such a team. And with fertility falling throughout the territories, we should value our fabulous new generation now more than ever. Our final winner tonight is a go-getter who Aber wir haben noch einen Gewinner, achso. helping to root out more than 170 disrupt collaborators in his own neighborhood. Since then, he's gone on to be a senior cohesion cadet leader and organised all of the entertainment at last year's camp cooperation. Our final winner tonight, Edwin Neverlay. Oh, Alfie calculator. You should be in a transition centre, you old non... Prime Minister. It's an absolute pleasure to finally meet you. We're very similar, in my opinion. Well, I've never been much of a role model. Nonsense, Prime Minister. You have saved this country. You have fought enemies, foreign and domestic, with an iron fist. As with my own tiny fists have I. Well, let's open the envelope and find out what you've won. Maybe it'll be a fist enlargement. Haha, funny. A year's internship as a behaviour coach at Betterment. Herzlichen Glückwunsch. Let's show the fools where they went wrong, eh? Well, actually, Betterment is about rehabilitation, Edwin. Absolutely. And if they don't reintegrate, we retaliate. Just like you did on Liberation. Thank you for this award. And stay vigilant. Report the non-cohesives. Be a team player. That concludes tonight's awards. Join me next week when, hopefully, things will be a lot more normal. Back to you, Megan. Prime Minister Salisbury there at a highly eventful team awards ceremony. Any thoughts on this week's winners, Stacey? The nurse Oh, seht ihr, was bei Camp 4 abgeht? The preteens were saggy, and that little prick will never lose his virginity. Okay, well, succinctly put there, if a little profane. After the break, we'll be going live to a star-studded premiere. You won't believe who's on the red carpet tonight. Don't go anywhere. We'll be back after this. And we're out. Oh, Alex, one other... What's that? You're off already? I know you had to take the day off work with uni, but... Oh, I see. No luck still with Theodore. I'm so sorry, darling. Huh? I'll speak to you later. Hat er mich gerade Alex, Schatz genannt? completely forgot what I was going to say. Blast it all. Still, I'm lucky to have her. Ich verstehe. To our children, even as they still refuse to feed. Do you reckon he's watching us somewhere? Laughing. I think he is. Jeremy, Ich hab nicht zugehört, sorry. are you watching us? Are you receiving us? Are you fucking with us? Oh, right. So she can swear. Nur ein A dieses Mal, aber ich sehe, dass ich einiges verkackt habe, deswegen bin glücklich. Das läuft in der Werbung. Than ever before. Scheiße läuft in der Werbung. Time to focus on our inner lives, for leisure, for art. We have less stress,
and we are healthier than ever. So, Patrick and Robin are just going to grab you their and you've got these generic links in your queue to glue it all together. We are strong They together. do know I have a Queen's View degree in journalism. So if you wish you'd study something Safe useful, from right? the divisive Let's bring despots your daughter beyond to our work, borders though. for whom cohesiveness Let is us an all alien on concept. Every day, Boy band, across these hot territories, spot. Peak rash. neighbours support Hotspot neighbours, went last. and friends Peak reach rash. out to friends, strengthening Yeah, and names, aren't they? protecting I'm each here, other. computer comes up with them. That's always cooperation. true. Ah, there she is, and just in time too. It's 10 seconds, everybody. What have you been up to? What's it to you? And we are going in 5, 4, 3. Welcome back. Stacey's still here. Wishing she wasn't. Thanks, Stacey. And in this segment, we're Warum habe ich delighted nur to eine present Kamera? Robin and Patrick to the movies. Ah, das geht 16 Yes, Minuten. Tonight is the world Warum geht premiere das of 16 The Minuten? Automated, starring Lawrence Blunderclatch and the late great Helena Canterbury Boatshoe. And all the stars are out tonight. We first covered this film almost 5 years ago, back when it was called The Medicated. Then, for mysterious reasons, the film was suddenly pulled the night before its release. Well, since then, executive producer George Focus has spent 5 long years polishing the film and turning it into a special edition premiering tonight. With Damn. extensive state-of-the-art visual effects and a top-quality voice team, George says it's the movie he always wanted to make. Now, let's take a look at it. Okay, hier muss ich jetzt nicht viel machen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich stand aber ein Film, ja. Yoshi ist leider immer noch nicht live. Schade, schade. Ich muss jetzt hier nichts machen, oder? Is this a wig? You think I don't grow that? No, Dick, I'll kill you. Think of satin. Something on your face, Chief Harrison. What the fuck? Irgendwoher kennen wir das, ne? Flesh and blood. Captain Quasar. But you're just ones and zeros, baby. If only I'd noticed. Captain Quasar. You rusted, but I didn't notice. Captain. I'm buffering, Dick, you said. Got one on you. God damn it, blast it all! Here's a map. What's a map? Okay, so head north on Interstellar Avenue, left at the asteroid belt, and a tricky three-point turn at Uranus. What are these symbols? This corner. This is the key. We could shut it down. Yes, we could shut it down. But we have to ask ourselves, who are we? Oh. Oh. Gosh, thrilling stuff. What did you think, Stacey? The robots were alright, I guess. They certainly were. Let's go over to Robin Short now in Western Square, who I believe has got the star of the show. Robin. You, shall we? Yes, we are live from Western Square with a man who needs no introduction, Lawrence Blunderclatch. Okay. Also ich habe das Gefühl, es passiert wieder irgendwas. Magical. Weil der Part ist wieder recht ruhig. Ich habe noch nicht viel machen müssen. Ich habe halt auch nicht so viele Optionen. Ich habe das Gefühl, es würde was passieren. Aber ich habe keine Anweisungen, das heißt, ich habe keine Ahnung. The association deigned to honor me for a 4th time. So be it. It's really not fun. Ich bin gespannt, was passieren But wird. let's just say that I know of 3 little gold men who are getting rather lonely. Absolutely. Because I've won 3. 3 little awards. And each more deserved than Ich würde wahrscheinlich auch erklären, warum das Segment hier so lang geht, weil warum sollten wir 14 Minuten haben? Wir hatten sogar mehr gehabt, wir hatten 16, ne? Well, as I was saying to Stephen only yesterday, that's Stephen Spellman. Was Stephen Spellman. zur Liste? Lovely chap. Also, wie ist denn noch gegangen? Aber was zur Liste ist das hier? He said, Stephen, Da ist ein Plane. you know, this really has been quite the ride. Did you know what he said? Vielleicht ist das irgendwo rein? Nee, oder? Wow. And what do you attribute your Schade. success to? Well, if we're talking actual numbers, I'd have to say 60% talent, 30% looks,
and 10% passion, brackets general. Not to mention the incredible coverage on election night. That really was the start of it all. That and my own range of sick bags. Lawrence's chunder catch. Wow. Who Ah. would forget? Well, it's been a delight talking to you, as always. Thank you so much. Hi. Well, Patrick Bannon should be with Lil C for a conversation that doesn't involve vomit. Patrick! Then let's hope not. I'm actually joined here by Billy Bob Jean Short, and surely you recognize my youngest pop sensation, Lil D. Lil D, ja. Actually, we were expecting Lil C. Is she? She's around. She's not been feeling very well. She's put me in charge. Has she? Well, the courts have. They gave me stewardship over her estate, her finances, and her internal soul. Praise Craglar! Praise Craglar. Wow. But is she coming just because we've got some questions for her? Well, she might be along later, but as her legal and spiritual guardian, I'll be happy to answer all and any questions on her behalf. And Lil D, was it? Well, you look great. Oh, thank you. You know what? I feel great. Well, who are you wearing? I'm wearing Little C, and you could be too. Really? Little C's new line launches tonight. This is one of my favourite looks. It's called Oh, what a unique name. Hard to spell though. But of course, Lil C is basically fashion royalty now, with a veritable clothing empire to her name. Yeah, well, the label's gone from strength to strength since our initial TV launch on this very show, actually. Also das letzte Mal passiert, als es so langweilig war. We have all you to thank for all this. You know, Ich weiß es nicht mehr. Aber ich will ja nicht, aber da ist irgendwas passiert. Yes, it's a nice hat. And Fruits magazine has named me Hmm. the youngest self-made success story ever. Ever? And do you have any advice for anyone wanting to follow in your footsteps? Absolutely. All you need to succeed on your own is your family's financial backing and pre-existing fame. Ach so. Not rocket science, people. Oh, well, but in sadder news, am I right that Lil C is going to be retiring from music? Yeah, I'm afraid so. I'm sure you can imagine. At 25, she's far too old for pop music now. She can't keep up with these young stars. So, her best-of album is out now, and she's touring that later this year. And then, her farewell tour the year after that. And that's her last chance to see her. So, until the reunion tour, and then the classic tour after that. But it's been a long and varied career, as you can imagine. She's very, very proud of herself. Oh, and if her health's bad, then maybe it's for the best. What's wrong with her health? Oh, yes, her health. Her poor health. And it's surprisingly expensive treatments. Curse you, Zaytan! Damn your intergalactic justice! Oh, yeah. Well, we better be letting you get back. Those babies aren't going to sell themselves, or possibly at all. Billy Bob, Lil C, D, thank you so much for joining me, and do pass our best wishes to Lil C. Interessant, wen haben wir denn da auf Channel 3? Now, it looks like Robin is with a music legend who actually is irreplaceable. Is that who I think it is, Robin? It absolutely is, Patrick. Jesus, I almost can't believe you're here. How have you been? You know, I like to walk amongst the peoples every now and then. It makes them feel close to me. Right, yes. And to be close is to be human. And to be human is to be apart. Hey, that was good, write that down. Hey, Rachel, write that one down. It's good to see you've done so well for yourself. Thank you, my child. You know, I have you to thank for that. If it was never for your show supporting me and my music, I never would have transcended. Now, there are rumours going around that you might be running for office. Is there any truth to that? Yeah, that's absolutely true, yeah. But you're aware that elections have been suspended in the territories? No, I'm not running to be no Prime Minister. Oh, you're not? No. I'm going to be King of the Moon. King of the Moon? Yes. Yes, No, me sorry. one King of the Moon. You're running for King of the Moon? No.
not running. It's my birthright. And does this have anything to do with promoting your upcoming hip opera, Jason Space? Hush now. Cynicism is so unmoon. Okay. And how long will this last? Will it go the way of last year's Living as a Mouse fiasco? Or maybe your foray into ventriloquist beats? I don't make the moon rules. I merely live by them. Wie traurig unser Office übrigens aussieht, das ist unglaublich. Ich glaube, ich habe schon öfters gesagt, aber es ist unglaublich, wie traurig das hier aussieht. Thou shalt keep thine image still and holy. That's track 4, Jesus Christ made us though. Okay, thank you for your time, and good luck with your new life in space. And with you, my child. Space is so cool. So, können wir umschalten, oder? Megan, that's what success looks like. I'm going to see if we can grab someone else to have a chat. Back to you. Thanks, Robin. But I think Stacey and I are probably in quite enough trouble where we are. So, 3 big names there, Stacey. Yeah, big names. Any thoughts about them, maybe from your generation's perspective? You won't like my opinions. Oh, come on, try me. Well, Bumbanonk is so old he's like 1 week away from a transition centre, so who cares? And Lil C was cool when I was like 12 or something, but now she's just another fucking loony. And Jesus is a disrupt-loving wanker who should have died with the rest of them 3 years ago. You're right. You agree with me? No, you're right, I don't like your opinions. But thankfully, we can go back to Patrick now, who has another familiar face to catch up with. Patrick, what's the atmosphere like there? It's absolutely buzzing here, Megan. The anticipation is killing us. But a little birdie's told us that any moment now, we should get a glimpse of someone incredibly popular with our viewers. A favourite destination for many of the fans. Yes, the Mayor of Bumley will be arriving literally any second now. Yay. No sign of him yet, but Oh, as ich you das can Gefühl, tell, dass das the schief gehen atmosphere wird. here really is something else. Patrick Bannon, NNN, what's it been like since Bumley got so popular? Well, it's been wonderful. The tourism numbers have exploded thanks to the marketing campaign. Investors have ploughed millions into the town. We've got more Bumleyan jobs. It's brought more Bumleyan homes. We're all very grateful. Of course, it's not all bums and roses. It's almost impossible to get a good look at the whole these days. Crowds are unbelievable. Who can blame them? It's a bloody marvellous whole. And how have you found public service? Well, to be frank with you, it's been the greatest honour of my life to serve the town that I love so dearly. From the banks of the graceful taint to the quiet elegance of the vomit-soaked car park outside the 24-hour petrol station. It's been a privilege, a pleasure, a gift, and I can't thank the Mayor enough for all he's done. Thank the Mayor enough for all he's done. Oops. Can you tell us a bit of what it's like to be elected to such a prestigious office? And do you have any words for your legions of fans out there? Wow. Essen. Oh no. Blistering honesty from the Right Honourable Peanut T. Fortescue there. And his PA. A proclamation. Quickly, fetch a policy bag. Yummy. Yes, sir. We'll get it ratified at once. Warum kann ich 2 auswählen, aber nicht 3, obwohl das fast dasselbe ist? See local government at work there. I'm still in shock. Back to you at the studio. Thanks, Patrick. What a colourful interview there on what looks like an amazing night. They certainly know how to make an entrance, I hope. And the automated really does seem to have unstoppable written all over it, because despite Boris Horsey in Hours magazine calling it Lawrence Blunderclatch's overly long suicide note, in a review which ends with the words, and he hasn't even had the decency to see it through, the film, which is free to all residents of the territories, has seen record pre-bookings and looks set to run for months and months. But let's go back to those lucky few seeing it tonight. Oh, I'm so jealous. Robin, you seen anything unusual there?
Well, I thought I saw some leprechauns in the green room, but I think it might have been someone's kids. But I know, they just keep coming. And here are some more famous faces, or famous brains, I suppose. It's Dr. David Wong, and Dr. Ingrid is also here. We have been following your plight so closely on our show over the last few years. What's it like to be back on dry land? It's so wonderful. I'm still not used to it. Every time I see the sun, I want to just scream out in joy. I'm grateful every day to your viewers for their support. Without them... Das Spiel ist mir gerade zu ruhig. Das ist mir irgendwie zu ruhig. Wir hatten jetzt 16 Minuten von... Naja, Langeweile. Dante's 3 now and he's gorgeous. Oh, what a beautiful family. Was macht der Mann da hinten? Oh, excuse me, I didn't mean to, It's fine. Oh, it's fine, is it? Well, what happened? Well, you know, the normal story. Sometimes things aren't as easy as they were when all you had was a cave. No sooner was she able to see me in daylight than she was zooming off with a moron. Oh, she's not a moron. Moron? Doctor. A dermatologist is not a doctor. So sorry about this. I'm sure she's got lovely skin, but forgive me if I don't ask her to do a coronary artery bypass. If you carry on eating those pies, you might have to. Here we go again. Very good. We can't all have paws as clean as hers, can we? At least she doesn't have a PhD in biomechanics. You take that back. Well, thanks to you both for pushing the boundaries of human knowledge. Arsehole. Crikey! Well, the movie's about to start, so Patrick and I are about to share a box of overpriced popcorn. Back to you, Megan. Thanks, Robin. Lucky you, and enjoy the movie. The Automated opens in cinemas across the territories this weekend. What a star-studded event, hey, Stacey? Who cares? No one goes to the cinema these days. Of course. We'll be back after these messages. I still go to the cinema. You should get yourself a video recorder, like the one at the home. Yeah, I've got a video recorder. It's just not the same, is it? You're right, it's better. No unevens chatting and chewing all the way through. Oh, what about a kiss and cuddle on the back row? Doesn't that happen anymore? In public? What's wrong with you? Nothing. Nothing's wrong with me. Feeling better? Right, you are. Got to get set up for heat rash. I think Ronnie's on something. I know he is. It was on his rider. Apparently it's medicinal. Ronnie's always high. Give him orange juice. My God, she speaks. He's a stupid cunt. And just like that, you wish you wouldn't. Ey, plus, ja, ich frage mich, ob man das verkacken kann. Hier, guck mal, man hat nicht mal viel Zeit zum erneut spielen, also irgendwie das war... We seem to be a bit bunched up at this end. Oh, don't worry. Was haben wir denn hier für Boys? What now? It's here's comfy. Megan. She's going to be interviewing you. Hello. Hi. This is her... this is Stacey. Well, hello there, Stacey. Fuck off, Ronnie. Right. No, I'm sorry, but if we can't be polite, you're going to have to wait in the dressing room. Whatever. Whatever. To go and wait in the dressing room? Hmm? No. No what? Trousers. Sharpen your music stick. No. Thank you. Okay. One entry form. Sit up straight. You're ruining my shot. That's 10 seconds, everybody. No, Co. Fucking right, Noko. Okay, lass uns bitte nicht zu lang gehen. Bring in 5, 4, 3. Welcome back. For our final segment tonight, Stacey and I Fuck. are delighted to be joined. Warum ist das? 14 Minuten. Their new album, Girls and Why We Love Them All, comes out this weekend. So, let me see if I can get this right. It's Nolan. I write the songs. Ronnie. That's what it says on my tattoo. Oh, you've got a tattoo of your name on yourself. Okay. In case he forgets it. This raconteur, you must be Chinny. Sup? Why do they call you Chinny? It's because of this ugly old thing. I don't know what you mean. Oh God, you're so fucking embarrassing. Dale. Crikey, Dale, you do not look old enough to be in a band. I get that a lot. I'm actually 23, the oldest one. I have a growth disorder.
God, I'm so sorry. I didn't know that. It's so pretty. It's only messing with you. It's actually 58. Okay, right, I see. You're going to be a handful, aren't you, boys? Mum. And you must be TP. What does TP stand for? Tiny prick. It stands for team player. I see. How long have you had that nickname? Ever since Nolan decided Terry Prodance was a shit name for a member of a boy band. No co, Ronnie. Yeah, no co, Ronnie. Sorry, what does no-co mean? It's the opposite of so-co. Fuck's sake. So-co. Yeah. So cohesive. You pretees say cool. Right, okay. Thank you, Stacey. Sorry about her. Not your fault. She's uneven. So, you guys met through a popular show on one of our rival channels, didn't you? Yeah, team players with a Z. So, how did that work then? Well, actually, Dad and I knew each other from school. We were actually classmates. And Fuck's sake, Nolan, mate. Give someone else a chance. We all went on team players. We all auditioned. The judges put us into bands. And, yeah, we went to their houses and they just put us into bands. It's an example of how we're greater than the sum of our parts when we work in harmony. And occasionally singing it. So every week on the show, they get these bands and they give them a song that the producer just found from under the bin somewhere. Actually, I write the songs. And the public would phone in and decide which song they like best. Right, and then the losers would be eliminated. Yeah? Mum. What? No-co. Pretty. So no-co. The band who get the most approval get to play their song again. Sure. So what happens to the losers then? Mum. What do I keep doing wrong? We don't use the L word anymore. What, you mean losers? Would you please stop saying that? That word is a pejorative. It's a word designed to diminish. At Go-Getters, I learned very early that we only win when everybody wins. But, sorry, that's not real life, is it? That's just sports board, no? Thought you were so-co. Yeah, I am so-co. Nah, you're a shrinker. Can't be friends with shrinkers. She doesn't know what you're talking about. She doesn't understand. So I do understand, actually, Stacey. What's a shrinker? Well, a shrinker. What's a pretty, Mum? I think it means someone who's older, doesn't it? Pre-territories. It's someone who turned 18 before the new future. We call you pretees. Unevens. Mimis. Nonks. It's not her fault she's old. She can't help it. I'm not that old. I'm trying to help you here. Well, I don't think I need your help. See? Total Mimi. Is that so? Yes, obviously. Ich sehe, nicht Züge zur echten Welt. Ich sehe ganz viele Züge zur echten Welt. You know what the real problem with you lot is? You just can't get over the fact that your beloved Disrupt are gone and you just don't fit in anymore. But the truth is, Disrupt were violent, no-co pricks being led by a fucking psycho. I'm glad they lost, and you should be too. Listen, not everyone over 30 supported Disrupt, Stacey. Not everyone, no, but one fuck-off lot of you did. So-co, Stacey. So-co. Wow. We've all learned maybe a little bit more than we expected to there. I'm genuinely delighted to have met Heat Rash. And before we end the show tonight, I think you're going to sing for us, aren't you? Yes, that's right. We're going to sing a song from Girls and Why We Love Them All called Pieces of My Heart, which is about a real relationship I had with an actual girl. Oh, Nolan, give it a rest, mate. No one cares. Come on, let's get on these stools, lads. Right. So, Stacey, can I get your contact? Oh, she's 15. Go on, piss off and sing your song, Terry. Christ. Right you are. So, here they are with their latest single, Pieces of My Heart. Are you excited, Stacey? Not for me, no. I only listen to blip music and a bit of jizzcore. Pop music is... Ah yes, I know I meant to mention this earlier. Apparently these newfangled boy bands change singer all the bloody time. Try and follow along, eh? Keep the shot on whoever is currently singing the lead vocal. Achso, okay, klar. I saw you standing by the
Santa with a brand new pair of Lakers, baby, do you remember? You took the first of the pieces of my heart. You wandered into a bush and grabbed a vodka instead. Took our assets and our wealth and drew them out of the bag. I gave you little pieces of my heart. I didn't know two hearts could ever feel like this, girl. It's like you were custom made for me by Remington's fist. I take all of the loves that didn't last and leave them in the uneven past. Share the new future as my bride. You snatch me inside. There's no need to hide all the times that you cried. As my old man used to say, you blow me away. I just want you to stay. I don't want you to pay. You make me crazier than Neil today. On Liberation Night, girl, I was sitting beside you. We sat there shaking all the way through incisors. We held each other as Fuck, ich bin auf die 1 gekommen. Oh mein Gott. we took a train through all the territories and we threw away the rules and wrote our personal stories. You took a dozen pieces of my heart. I didn't know that life could ever feel like this, girl. It's like you were custom made for me by Remington's fist. I take all of the loves that didn't last. I leave them there, the uneven past. Share the new future as my bride. Snatch me inside. There's no need to hide all the times you have cried. That's my old mom used to say, blow me away. Oh, shit, sorry. I just want you to stay. I just want you to play. You make me crazier than Neil. Make me crazier than Neil today. And now I'm staring at your membership card. There's your picture beaming brighter than a handful of flaws. I'm trying to find the pieces of my heart and leave them in the uneven part. Share the new future as my bride. You snatch me inside. There's no Muss ich mir das einfach noch 4 Minuten antun? Alter, Hilfe. times that you cried. As my old man used to say, you blow me away. I just want you to stay. I just want you to play. You make me crazier than Neil. Crazier than Neil. Crazier than Neil today. Wow. Fantastic. Thank you, Niklash. That was actually really good. Amazing. Best of luck. Thank you for coming in. Now it's almost time for final thoughts tonight. And I've actually asked Stacey to write a few, and they're just being programmed onto the auto cue now. Now, I have no idea what she's going to say. So, fingers on that bleep button in the broadcast room, just in case. Take it away, Stacey. My name is Stacey. I guess you know that by now. Don't know why I put that in there. Anyway. I don't watch the news. There's no need. You hear all the important stuff from your mates, so I don't know what's considered important anymore. But I'm pretty sure that it's not rehashed movies and fucking boy bands, so... Anyway. I'm going to talk about
what's important to me. When Advance were first elected 6 years ago, I was 9 and in a home. Not a family home like you call a home. This was a state children's home. It was fucking awful, actually. It was like a Charles Dickens book. The roof leaked and the walls were damp some mornings. The food was bad. Drugs and alcohol were everywhere. No one cared. You had to watch your back all the time because there weren't enough staff to manage us. And yes, as you'd imagine, there was a lot of... Some bad stuff went down there with some of the staff, okay? Not all of them, but the others knew, and they didn't stop it. And then Advance won the election. And like a miracle, things started to change. They got better. We had nicer food. The home was not just repaired, but redecorated and kitted out with books and sports stuff and musical instruments and video games. Most of the staff were fired, and the new ones, which there were more of, spent time talking and working with the bullies. And you know what? A second miracle. It worked. The bullying stopped. My life, got better. Because finally, there was enough money to do the good things, and Advance had the guts to do it. I joined Go-Getters, and on Liberation Night, that gave me a group of friends that I could talk with when the bombs went off and the power went out. Another miracle. I wasn't alone anymore. And that was the night I finally understood the importance of being in a team. So here's my final thought. I know the people who were doing better under the old system long to go back. You say, we were freer, but what you mean is, we were richer. But for every one of you, there is 100 of me. And even now, after all you've had taken away, you are still doing better than I am, than I likely ever will. You still have homes of your own and families of your own who love you. And I'll never have that. So maybe you should stop looking for the worst interpretation of everything this amazing government does and realise it's not for you. It's for the millions like me. And you can cry and bleat all you want, but you're never going to get your money back because it's already been spent on miracles. Wow, thank you, Stacey. Stand by. Tomorrow, better. And we're out. Is that all right? Yes, that was more than all right. Nicely done. I think you might have actually given them something to think about. So I guess you're going to be taking me back to the home now then? I was thinking we could go out somewhere and, I don't know, have a meal, talk about our options, if that's okay. Of course, Miss Wolf. Security will be standing by. Thank you. So they're always there then? There was a thing a few years ago now. Oh, with that Jeremy bloke? I heard about that, everyone did. Were you here back then? Doesn't look old enough. She's growing on me. Yeah, she does that. Interesting. Leider doch nichts Spannendes passiert. Schade eigentlich. Ja, nee, wir sind nicht mehr bittelarm. Wir haben akzeptable Schulden. Alle denken Minus von uns. Die mögen uns, das ist sehr schön. Oh, okay, so jetzt bin ich mal gespannt. Also es wird keine News jetzt kommen. Ich denke mal, es wird wieder Story kommen. Bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir machen noch die Story, danach machen wir ein bisschen Afterlife. Und dann schauen wir mal. Also wenn das lädt, gehe ich mal ganz kurz in Afterlife. Gucken, wer alles online ist. Okay, beginnt schon. 8 Leute sind online. Aber kein Yoshi. Ich weiß nicht, was das Yoshi ist. Wohlverdiente Strafe. Oh oh. Die
wieder, ne? Wieder einmal sitzt du. Okay, warte mal. Das geht jetzt weiter. Übrigens, hallo Natascha, hello. Wieder mal sitzt du in Bossmans Büro. Alles ist makellos ordentlich, wie der pingelige Bossman es gerne mag. Wobei es selten vorkommt, dass er sich verspätet. Als du dir gerade ausmalst, was wohl der Grund für seine Verspätung sein mag, geht die Tür hinter dir auf. Du arbeitest seit fast 6 Jahren für uns, Alex. In dieser Zeit ist viel passiert. Von den bedauernswerten Zwischenfällen mit Mr. Donaldson bis zu den Disrupt-Angriffen auf dieses Gebäude. Er hält inne, um dich außen anzusehen. Okay, endlich werde ich angesehen. Und hast in dieser Zeit herausragende Arbeit geleistet. Ganz zu schweigen von deiner Einsatzbereitschaft und deiner Leidenschaft. Ich darf dir daher mit großer Freude mitteilen, dass du befördert wirst. Ab sofort bist du Senior Broadcast Engineer. Okay. Natürlich geht mit dem höheren Gehalt auch eine höhere Verantwortung einher. Und du musst ab sofort etwas länger arbeiten. Aber du bist jetzt Primary Engineer für die Abendshows. Unter der Woche. Vielleicht bekommst du sogar noch andere Shows von Channel One anvertraut. Du hast eine goldene Zukunft. Und jetzt zurück an die Arbeit. Er lächelt, als er das gesagt hat. Du bist dir ziemlich sicher, dass das ein Witz sein sollte. Aber es ist immer ein Bossman. Also bedankst du dich und gehst zurück in dein Studio. Vielleicht kannst du anfangen, an anderen Shows mitzuarbeiten. Interessant, okay. Dadurch denke ich mal, werden wir einige neue Funktionen bekommen. Ausgemachte Sache. Also ihr seht das gar nicht komplett. So, jetzt ist es in der Mitte. Sieht doch viel schöner aus. Okay, es lädt irgendwie sehr lange. What is going to happen? Happened? Reden kann ich auch nicht mehr. Irgendwie passiert nichts. Jetzt. Es ist spät. Es hat den ganzen Tag geschneit und im Gegensatz zu allen anderen bist du so viel wie möglich drin geblieben und hast dich warm gehalten. Normalerweise magst du den Schnee, aber heute nervt er dich einfach nur. Wieder Weihnachten. Sam freut sich immer wahnsinnig, wenn es schneit. Als die Kinder klein waren, hat Day sie immer dick eingepackt und ist mit ihnen im Schnee spielen gegangen. Aber das ist schon lange nicht mehr passiert. Sam kommt mit ein paar Einkaufstüten aus der Kälte herein. Kannst du mir mal kurz helfen? Echt eine Menge. Hat die Arme voll und offenbar große Mühe, alles in die Küche zu befördern. Andererseits was den ganzen Tag in der Abend und sie wie üblich nur zu Hause. Dieses Day ist so komisch. Wir sind umgezogen, okay. Living in a room. Zeit für Reflexion. Oh. Dein Vater ist vor über 13 Jahren gestorben. Du hast sein Grab seitdem einige Male besucht, meistens, wenn du sehr gestresst warst, wenn du nachdenken musstest. Oder wenn du einfach ein bisschen Ruhe und Stille gebraucht hast. Sam legt dir tröstend die Hand auf die Schulter. Du bist froh, dass sie noch an deiner Seite ist. Sam einfach nur an deiner Seite zu haben, macht alles schon leichter. Charlie war erst 8, als sein Großvater gestorben ist. Er konnte damals noch nicht verstehen, was das für ein schwerer Verlust war. Du hast dich danach immer bemüht, an ihn weiterzugeben, was sein Vater dir beigebracht hatte. Doch jetzt ist Charlie erwachsen und inzwischen bringt es dir viel über das Leben bei. Was zur Hölle? Was merkwürdig, aber auch wunderbar ist. Du würdest alles geben, um sie wieder zu sehen. Wenn auch nur, um mit ihr zu streiten. Sie wollte doch einfach nur die Welt kennenlernen. So neugierig, so voller Leben. Bis zur Befreiungsnacht alles verändert hat. Vorhin ist durchaus weniger angespannt, aber in letzter Zeit versteht ihr euch eigentlich recht gut. Das ist eine willkommene Abwechslung und macht es auch sehr leichter.
Es ist trotzdem tröstlich zu wissen, dass deine Mutter noch da ist. Oh. Kann das Leben nicht kontrollieren, was passiert, wer lebt, wer stirbt. Man kann nur weiterleben und abwarten, was einem als nächstes entgegenschleudert. Coolio. Also nicht so coolio. Okay. Arbeiten wir in den News, okay. Ne, du musst groß machen. Wow. Hallo Lolli, hallo, hallo. Ist Yoshi heute nicht live? Was ist denn los? Ich frage mal kurz nach. Ich frage mal, ob er heute nicht kommt. Ja, ist doch nicht was, also. Frag mal, was bei Yoshi abgeht. Eigentlich unnormal, dass er Dienstag nicht live geht. Das Finale. Oh. 7 Jahre seit der Wahl. Gut, ich weiß, ihr könnt es nicht ganz lesen. Ganz kurz. Zack, zack, zack. Oh, nicht von Checkpoint, nein, aus. Alex, good evening. That time again. Best not to focus on the problems and all that. Let's just get started. But just so you know, the problems with your equipment continue unabated. Locked buttons, screens flickering on and off, sparks and the like. I'm sure you'll manage without issue. Oh, and don't forget, you've got free reign of the SFX buttons now. Make sure to use them to keep the show lively. Cheers. Recorders and the evils of their creative accounting. At 11 p.m. it's Lil C's Lil Chats, and tonight the former singer is asking Dr. Adrian Atkinson-Viney what he's been up to since the cancellation of the Insiders. What have you got me? Apparently it's mainly Jigsaw's Nothing, and Colin. Larson. Okay, vielleicht machen wir das doch noch. Oh, sieht so anders jetzt aus. Okay. Oh, wow. Achso, warum ist das immer noch zu groß für euch? Big smiles. I've actually gained a year. I celebrated 44 last year. Oh, It's actually jetzt this ist year. besser. Brilliant. You're 45. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. 4, 3. Good evening and welcome Spice it up with some audience responses, Alex. I'm Megan and I'm joined as always by the inimitable Ah, ich Robin hab hier Patrick. Free Reign. Ich hab komplett Free Reign. Oh Gott. What's going on tonight? I'm excited. I'd say I'm about a 12, Megan, on the excitement scale. Yeah, exactly. We have got so much SoCo stuff coming up. We sure do. We have celebrity chef Jordan Rankley who will be cooking up a store. We'll be announcing the winners of our big competition, Visions of the Future. And we'll be joined by a very special guest for a game of Wheel of Truth. And I'll even be showing you how to make your own Leaders Day gift. We've got all of that and so much more tonight on The Nightly Show. With SFX, less is more, Alex. Okay. We are doctors, scientists, and poets. We are all these types because we are you. We will look for the truth, and unlike this channel, we will show it to you. You will hear some frightening things about this government. They are chilling, and they are true. Shit, sag doch, dass da dieses Zeug abgeht. Okay, ich hab heute komplett Free Range. Ich hab oh mein Gott. Komplett Free Range habe ich hier. Scheiße. Right, let's have some applause on the way into the next section. By Chef Jordan Rankley. But first, we know you love them, so Robin's going to give us an update on our lovely nightly show pets in Pet Corner. Fine, suit yourself. Well, Megan, first up we have our hamster, Lord Cheeks. Now, he's a squat winter grey with the scientific name Adipem stultus, and he lives here with us in this cage. Hamsters love hoarding, and they actually have special pouches in their cheeks for storing food. He loves carrots, apples, and chewing tobacco. Now, hamsters are nocturnal, so we'll do our best not to wake him up. But let's just see if we can... Oh. Well, the door has been left open.
It looks as though Lord Chinks has actually gone for a little wander, but I'm sure he will be around here somewhere. In the meantime, let's say hello to our tortoise. Now, after last month's viewer vote, she is now, of course, called Slow Barbara. And don't panic, even though it is December, Babs here doesn't actually hibernate. Let's say hello. Oh, she's sleeping. Oh, Babs. Oh. Oh. Those are our nightly show pets, Megan, both alive and well. Back to you. Are you taking the piss now? We'll check in on them, or some very similar animals at the same time tomorrow. Now then, I hope you're hungry, because if not, you're about to be. Patrick Bannon is with Chef Jordan Rankley, and they're going to be showing us how to knock up a delicious apple pie. It's time to go into the kitchen. Don't forget the SFX buttons. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Right, and I'm joined here by... Das ist so viel, ne? Welcome to the Nightly Show kitchen. How does it compare to the kitchens you're used to? I love the colours. It's vibrant, it's fresh. It's saying about all the arseholes. Yes? Sorry? What? So, you own 6 restaurants, you've been awarded 9 Ballon Massifs across your career, and you've worked alongside the best chefs in the world. Tonight you've got me. Oh, are you worried? Am I fucking worried? Are you worried? Are you fucking worried? Yes. So, what are we making today, chef? So, we've got a family over for Leaders' Day. Yep. They're hungry. We're going to make them a delicious apple pie. Ooh, lovely. It's got sweetness, it's got the acidity of the fruit, and then you get the richness of that pastry. Incredible. Wow, okay, so where do we start? So, we've got to start by making our filling. So, we've got about 1 kilogram of fresh cooking apples here. Fucking beautiful. And we're going to slice these up perfectly. Yep. And then straight into the pan. Your new show, Demon Kitchen Heart Eater, starts on Friday here on Channel 1. So, tell us about that. So, teams of young chefs come into my kitchen, and one by one I destroy them emotionally. And if there's time, I teach them some basic knife skills. Fuck me, Patrick. What are you doing? What? Shit. Is that how you cut? Fuck, you'll lose a fucking finger. Oh, don't worry, I've got spares. Right, so once we've done What is that, happening? we set these aside whilst we make the pastry. Yeah. Okay, also ich will nicht sagen, dass das scheiße stressig ist und ich hier diesen Bossman die ganze Zeit neben habe. Das ist schon nervig. We mix that together, and then a whole egg. Okay. What are you doing, you fucking donkey? Are your brains the size of that fucking egg? Oh, no, chef. No. Shit. Right. Mix that with a wooden spoon and work in that flour, okay? Work that into a nice ball of dough, just like that. So, what does the notoriously fierce Jordan Rankley do to unwind? Shit in bed. Yeah. What's that? What is that? It's a bit lumpy. Lumpy? It could fucking pass for a sack of spuds. Touch that. Touch it. Yeah? Pathetic. That goes into chill. Now, we're mixing our filling. Apples, sugar, yes, cinnamon. So, you own 6 restaurants across 5 territories. Which is your favourite? Are you mixing that or fucking it? What? Are you going to light a candle? Take it out to dinner? Fucking mix it for fuck's sake. Right, now we're rolling out 2/3 of our pastry. Was ein Gordon Ramsay over there. Into the dish. And the filling goes next, right? Absolutely right. Lovely. Okay. Then we're taking the remaining pastry, rolling that into a round, and that goes on the top. Beautiful. Lovely, okay. Right. Brush a bit of water around the rim. Was geht denn da bei Camp 3 aber eigentlich? Now press gently. Nichts, okay. All the way Nie passiert. And we're cutting 5 slashes very carefully for the steam. And then brushing the whole thing with a beaten egg. Lovely. Okay. Egg. Ta-da! What do you think? Oh my god.
You, come here, you. That's a disgrace. I'd rather jam my eyeballs up my fucking arse than look at that. I'd rather use my tongue to tie my shoes after a fucking shit-kicking contest, do you understand? Then it goes in the oven for 45 minutes. Oh, put your fucking head in the oven while you're at it. Useless. So. Wieder zurück. So. Come here, you! You're the worst fucking thing to happen to food since cyanide. Do you know that? I tell you what. Fuck off! Get the fuck out of here! Fuck off! Okay, well, while I do that, let's go now to Megan and Robin, who will be announcing the winners of our competition. Visions of the future. I think you might be using those sound effects a little too much there. Well, aber gerade noch gesagt, ich verwende sie zu wenig. Was soll denn das? At home, then make sure you write in with a stamped addressed envelope and we'll send you the fact sheet. So, Robin, look at all these amazing entries to the Vision of the Future competition. Yes, we challenged you to show us your predictions of the future, and we were just inundated with entries, weren't we, Megan? From wacky inventions to global problem solving, they are all amazing, and we had the best time looking through each one. It was so tough narrowing it all down, so we have some amazing runners-up. In third place, drum roll please, we have Hamish, who's 3 from Lunwelly. He calls this Still Life and the Future of God, and it really blew us away. Just look at the line work here, and I can really feel every passionate stroke of the brush. If you look here, you'll see a beautifully rendered, what I thought at first was a smiley face, or perhaps a cat. But I think if you really look, you'll see it's actually a representation of the seeming futility of death through the eyes of the living. Indeed. He's also chosen to just leave a lot of it blank, which I think is really interesting. If you know Hamish and his work, of course, he loves focusing on the negative space. Wir machen jetzt nicht ernsthaft eine Kunstshow hier draus. Stunning, absolutely stunning, and such talent from one so young, Megan. But next up, we have our second place entry. So in second, drum roll please, we have Keith, 41 from Dungleys. Keith, we were sort of aiming this towards our younger viewers, but still, he has sent in his idea of the future, which he's calling Ravaged Earth. Indeed, he says in his really rather detailed notes, deprived of basic resources, society will resort to a brutal system of weekly battles to the death, where only the victor may breed. He also says at the bottom here, either that or about the same, but maybe a bit worse. I really love his attention to detail. You can see the sort of gladiatorial arena, and then what I can only assume is Keith himself pulling off this chap's head and shouting, "Come back to me, Linda!" Oh, Keith. Maybe if you spent more time outdoors and less time entering children's competitions, she might not have left. Special one there. And finally, of course, it's time to reveal our winner. All our runners-up will receive a day out at an inflatable Happy Land on an industrial estate just off the A40. Sorry about that, Keith. But our lucky winner will win the chance to spend the day at the Department of Change to see how our teammates are actually making the new future a reality every day. And the winner is, drum roll please. I'll help you with that. Peter Clement. I didn't like him much. I thought his man of the people act was just that, an act. But in the 6 years since he's been gone, I've started to wonder if he was the only thing keeping the brakes on the team. And I'm wondering if Julia Salisbury realises that when she reflects on his passing. Or worse, that she knew all along. Because then, of course, it's not reflection, it's motive. Seems to have gone a bit haywire in what I can only assume is an ominous sign of things to come. Lovely, Lola. Well, if our winners have inspired you to make some artwork of your own, do keep sending them in, and yours could be displayed in our gallery here. Well done again to everyone who took part. We're going to take a break now, but when we come back, we'll be playing the Wheel of Truth and making some lovely homemade gifts. Don't go away. We'll be back after this. Right. From what I can tell, the vision mix is getting even worse for wear, Alex.
I expect things will be more challenging in this next segment, so be careful. Shit. Don't take any unnecessary risks. Not like what we're putting out actually matters anymore. I'm on the bus. Not tonight. I'll get cars arranged for you both. Okay, Find me when you ja, es ist scheiße schwer. Also gut, aber jetzt weiß ich halt actually, was mit der Promotion gemeint worden ist, dass wir halt einfach free arranged auf alles bekommen. Wir haben actually einen A+ bekommen, also man kann sich nicht beschweren. Lief doch eigentlich ganz gut. War jetzt extrem stressig, aber ich bin mal gespannt, weil wenn das Finale heißt und wir gerade, ja, die Aufstandsorganisation wieder bekommen, ich glaube, das wird jetzt scheiße spannend. Ich glaube, das kann jetzt scheiße spannend werden. Ich freue mich. Hallo Phoenix, hallo Jasmin, hello. Viel zu stressig das Spiel. Ja, es ist okay. Also gerade sehr, sehr stressig, weil die Soundeffekte irgendwie im richtigen Moment zu machen, nicht von Bossman hier drüben angekackt zu werden, das ist nicht so leicht. Playing havoc with the sound. Was haben wir denn hier eigentlich? It's a revolution, Colin. And like me, Can you ask them to keep it down a bit? why we can never go back. Oh, the horror. Jenny, where's Glenn? Can we get him out here? I'm not sure about this grandma. He's writing with our other guests. I just wouldn't say grandma. Waves of nervous nausea Yes, seized grandmother's arsehole. It's much better. Dass ja auch die ganze Zeit Dinge ausfallen. Was ist denn passiert? Now I'm sure it's nothing to worry about. I wanted to let you know that I've asked for extra security, and they're already on their way. Thanks, Sarah. Okay, 10 seconds for positions and pose. Okay, this time you've said it. Laughing, and we're going in 5, 4, 3. A bit more audience reaction would be nice, Alex. Ja, beruhigt, ich bin gerade dabei. Can't wait to taste Patrick's pie. Oh, I don't know, I think I could wait. Well, here it is, fresh out the oven. Oh, well, it does look amazing. Jordan, how did that Patrick do? Well, let's just say that pie's got more crust than my grandmother's arsehole. Well, thank you for that. Well, come on, try it. Dig in. Yeah. Okay. Whew. Oh my god. Oh, Lord. And a little glass of comfort for Robert, I think. But now you better go and get ready for that next feature. Bye. Oh shit, falsche Game. Every Falsche night Game. we play a game Oh, haben wir noch eine? Was soll denn das? with our celebrity guests. But I know what you're thinking. Megan, we've only got one celeb guest. Well observed, viewers, well observed. Well then, I better bring her out. Should I? One for the State of the Nation. Yes, what do you think? Here And she one is, for me. best-selling author, lawyer, and thinker. I mean, she's only the blooming team leader. It's Julia Thornbury. With SFX, less is more, Alex. Oh, welcome, Julia. Haben wir gerade gesagt, dass weniger mehr ist, obwohl ich echt wenig bisher verwendet habe? Incredible. Stop it. I was just about to say the same thing. Now, don't get too comfortable. It's time to head over to Robin and Patrick as we play Wheel of Truth. That's right, it's that part of the show where we pit our celebs against each other to see if we can break them. That's right, Robin. They're gonna spin the wheel to pick a round, and it could be anything from box of flies to slap my face. They really have no idea. Lovely. So up Gerne. first we have Jordan. Let's give it a spin. Here we go. Okay, let's see what you've landed on. Okay, it's fact or fib. Jordan, is it true that you've been known to order takeaway for a dinner party and pass it off as your own cooking? It's one fucking time. One time. Well, I think if that pie was anything to go by, you did them a favour. Oh, not so fast there, Julia. Fact or fib? We heard you've got a very interesting way of saving time during the laundry. Oh my god! Go on, why don't you tell us about it? You absolute no, I can't. Okay, so don't judge. Okay, Once, we fought and died for the right to an informed choice. We had journalists we could trust, so we made decisions for the common good. Then we took it for granted. And now we have bread and circuses.
So eat your sandwiches and enjoy your clowns while you can. No! Honestly, raise my taxes. We're clearly not paying you enough. Come to my dressing room after the show. We'll sort you out. Oh. Are you blushing, Patrick? Is all this talk of bras embarrassing you? Blushing? I mean, I'm not blushing. Come on then, you, Julia. Spin the bloody wheel. Let's do it. Okay, here we go. Oh, it's guess that face. I'm going to show you a picture and you simply have to guess that face. Okay, you ready? Here we go. Julia. Oh, who's that? Oh my God. Is that you? Yes. Look, it was a very difficult time fashion-wise. That hairdo is fucking hilarious. No, don't. I think it's sweet. The mullet is as popular now as it's ever been. Oh, well, don't get too ahead of yourself there. Jordan. Oh. Who? Oh. Is this not familiar at all? Wow! Well, I'm glad I was getting fashion advice from someone who managed to make 7 look like 85. Shit now. Just what the doctor ordered. I look like I'm haunting the fucking play. Right. We've got to move on. Jordan, let's have another spin. Okay, here we go. Okay. Oh, it's my go time. You go on. Sorry, I'm so keen. Oh, well, you're in for a treat. Yeah. It's fat or fish. Okay. If you look under your podiums, you will find a lovely fish smoothie. Now, I'm going to ask you both a question, and all you have to do is answer it honestly, or else you'll have to drink the smoothie. Okay? Are you ready for the question? Yes. Here we go. Yeah. Which of your esteemed hosts is the more talented one? Oh, what a cop-out. How is it? How is it? Fucking neutral. Oh, we made it extra fishy. I need my fucking mouth. Do you know how much these taste buds are worth? Well, we've got time for one more quick spin, so go, Julia, go! Here goes my Okay, so, Julia, take a look in that box under your desk there. I think Lord Cheeks is trying to get in on the game. Bless him. Julia, what have you got in that box? It's not cheese, is it? Another one, Mr. Bozeman. Don't mind if I do, Mr. Bozeman. Balls? What am I supposed to do with these? Schön, dass ich hier trinken nebenbei, das freut mich. But I have absolutely no idea what I'm doing. Come on. Do it. I want to do it. Oh, she's doing it. She's fucking doing it. Wow, that was so impressive. I have to say, unexpected. Well, gosh, that was our game of Wheel of Truth, and my God, wasn't that fun? Okay, That hit the spot. now it's time to head over to Megan in Crafty Corner. Are you taking the piss now? That's right, you join me in Crafty Corner, where today I'm going to be ably assisted by Julia. Come on over here. I don't know how you're keeping your dinner down. I can still smell that fish. Well, to be honest, I've had worse. I used to eat at Peter Clement's house. Oh, well, I hope you've got your artsy hat on, because today we're going to be making something very close to my heart. It's our little studio. Look at that. Isn't it adorable? All of us there on the sofa. Wow. Oh, it's gorgeous. Oh, is that all you in there? Yeah, it is. If we can just get a little zoom in, there we are. Oh, I don't know about you, Julia, but I always leave my holiday shopping to the last minute. Oh, every year. I do it every
year. Well, luckily these make amazing gifts. Shall we get cracking? Yes. Oh, well, not much left in the bottom. Pity not to... Here, and Julia, that's it. Grab those scissors. I just want you to get rid of this front panel here. Perfect, will do. Are you big celebrators in your house, Julia? Oh, yes. No, in my house we show our love through food, like big dinners, loads of drink. Absolutely right. That's the best bit about any holiday. It's all that food. This bit as well. Absolutely right. Cutting along the line there. Do be careful with the scissors at home. Make sure you're being supervised if you are a child. There we go. Fabulous. There we go. Okay, so it's going to look a little something like this, and I've got one here I made earlier. We painted it with a bit of poster paint, white to match our lovely curtains here in the studio, but you can obviously have whichever backdrop you like. Like a nice shiny gold number. Well, exactly right. So we're going to make bits of our set now to put in the studio, perhaps a little desk. So I'm just going to grab this piece of card. I've just got it from a little cereal box packet. I think you... I'll give you this one, Julia. Shall I? Thank you there so you much. go. And all you need to do is cut along the lines there. Fabulous. So what's the best part of any Leaders' Day dinner, do you reckon? I don't even have to think about it. Really? I love the 3 potato pie. Free potato pie? I don't know that one. You know, with the chips covered in the mash or wrapped up in a jacket potato. Is that just me that does that? I don't know, but that sounds starchy. Well done, Julia. So now she's folding over a little bit there. What it's going to look like at the end is this little rectangular shape there. And we're going to pop it in the middle, bit of sticky tape on the back there so it sticks down. Now we need a sofa. That's what we need next. We're going to make that out of a lovely paper cup. Knocking everything over. Knocking it all over. I got one though, Megan. Good, fantastic. Along the line here, down the middle. Exactly right. Then when you've done that, around the bottom and again around the top. Well done. When you're done, oh, there we go. It's going to look a little something like this. And look what I've done there. I've stuck some felt down. Nice and comfortable sofas. Yes, can't have our tiny Megan having an uncomfortable sofa, can Well, we? absolutely not. She'll be on the phone to her tiny agent and getting someone tiny fired. Yeah. Well, there's only one thing missing, isn't there, Julia? What is that? A higher calibre of guests. Nearly. It's people. So all we've done to make our little people is we've stuck a cocktail stick into a bottle cap. We just need a face for that now. I've got a good one here. I know it well. It's me. Lovely. I'm going to stick it down there. A little bit of sticky tape. Oh, my felt's going everywhere. There we go. Oh, I'm a bit lonely. Let's take Robin and Patrick over. Sitting down on the couch over there. There you go. And well, I'll make myself just comfortable just there. Yeah, there we go. And these, of course, are all Lovely. made and cut out of our favourite newspapers or magazines, so you can have any guests you like. Julia, is there anyone else you'd like in the studio? Oh, yes. Well, Go on then. I'm going to be playing Wheel of Truth with Ronnie from Heat Rash. Nice. Yes, put that away. Yes, he's going to be teaching me choreography, and I'll be teaching him foreign policy. And of course, you can decorate them however you want. Perhaps you're a bit, I don't know, nostalgic for the old look of our studio. We've got the blue studio down there. Or even a bit of retro red. I've got Sheila Quickstep. Warte, Achso, das wird, ich dachte gerade, was für eine Stalker-Game ist das hier, aber... Sorry, that's not supposed to be... Oh, Mama, Dad's place. Oh, bloody hell, this is too long. When we come back, I'll be on the couch of chat talking to some of you, and I just cannot wait. We'll be back after these messages. Why do we bother, Alex? What's the point? It's not like this is even close to journalism anymore. How did I let it get this far? We have never been closer, happier, healthier, and the team has never been stronger. But there are those who would seek to separate and destroy us. Ah, vielleicht war das die falsche Werbung, ja. That they can drive apart our bonds of family, friendship, and community. But we see them moving among us. Ah, A+, okay, wir waren ziemlich gut dabei. Haben es ziemlich gut gemacht. Undermining our lives and threatening our achievements. They use freedom of speech to justify their discriminations. Okay, das ist ein bisschen zu true jetzt. History to justify their need to oppress. They want more than their fair share.
Das ist auch wieder zu true, ja. In a disrupt world, they would decide what women do with their bodies. Echt? They would decide what kinds of relationships are natural. They would exploit the vulnerable for personal Ja, vielleicht war das eine ganz schlechte Idee, hier eine Disrupt Hate Speech zu machen. Ich dachte eigentlich, das wäre wichtig, aber das hätte ich vielleicht wissen müssen. as the default, as the status quo, predetermined and inevitable. They would see themselves at the top of a hierarchy built to enrich, empower and protect their horde, carried on the backs of the poor, of the different, of us. But we're a team, and we say no. It is our duty to protect our community. Report your disruptive neighbours immediately. Advance. Strong. Together. Stell dir vor, ich hätte echt so ein Studio, wo wir konstant piepen. Welcome back to the nightly show where it's time for the Prime Minister to face the toughest critics in the territories. You lot out there. Call us on the usual numbers with your questions for the Prime Minister. First up, we have Humphrey from Hamble Bamblebury. Lovely place. I'm hoping to retire there. Oh, good choice. Are you there, Humphrey? Hello, Humphrey. We appear to have lost Humphrey. We'll try and get him back, but let's go to another call in the meantime. Who have we got next, Patrick? Next up, we've got Mandy from Arsminster. Oh, I don't think I'll be retiring there. Hi, Mandy. You're through to the Prime Minister. What's your question? Hello? Mandy? What's going on, Jenny? We try not to talk to the crew. Jenny? The lines are down. Oh, well, call down to maintenance and get... We can't. All the lines are down. Well, apologies to our viewers at home. We've been Interesting. Technical gremlins making mischief behind the scenes. So while we're getting back up and running, Patrick has a couple of questions that were sent in by our viewers earlier this week. I do? It's your Oh, yes. Yes, no, of course I do. Well, our first question is from Patricia, who lives on Camera Avenue. And what she really wants to know... Lock the door! Lock the fucking Don't do this, CCO! Seal the doors! You're Jenny, aren't you? Come here. Don't be afraid, Jenny. We're not here to hurt you. We're not here to hurt anyone if we don't have to. All I want you to do is to keep the show on the air. Do you understand? Just do your job and everything will be all right, okay? Don't be afraid, Jenny. You two, on your knees over there. Move! So, this is the famous couch of chat, eh? I don't answer questions at gunpoint, Mr. James. Oh. You're not at gunpoint, Prime Minister. They are. Oh, please don't kill me, please. Nevertheless, if you think I'm going to answer to you, then I'm afraid... you don't have to answer to me, Julia. Are the doors locked and sealed? Yes, sir. No one's getting in or out. Good. Good. All clear. Good. Thank you. Yes. Jeremy? Hello, you. Why didn't you make contact? We've only put you in their crosshairs. I'm sorry. Rotten, selfish bastard. Warum hast du nicht gemeldet, hä? Keep the show going for me. Why no call? Let them go, Alan. There'll be no killing tonight. Ah, verdammt.
I don't think we've met. I'm Patrick Bannon. Is that what you're telling yourself, is it? Sorry for barging in. Hate what you've done with the place. Me too. Would you like your spot? It's yours now. You wear it well. So, let's talk, shall we? Armed security are on their way, Mr. Donaldson. I know you know that. Well, we best make use of the time we have then, eh? Well, I'll leave you to it then. No. I think you should stay too. For safety? For balance. That's Good good evening. shit. I'm Jeremy Donaldson. Let's welcome back the National Nightly News. Tonight I'm joined by probably the two most influential people in the country, if not the continent. So let's see if we can't kick over a few rocks and see what's lurking underneath. Prime Minister, if I could turn to you first. I have nothing to hide. Except that which is already hidden. Prime Minister, what is not effing drone? I beg your pardon? Not effing drone. It's used in birth control, among other things. If you haven't heard of that, perhaps you could enlighten us in regards to agrobacterium tumefaciens. I have absolutely no idea what you're talking about, Mr. Donaldson. Well, that suggests a lack of attention to detail, Prime Minister. It's a bacterium used in the genetic modification of an organism. And I found traces of both these substances in every single one of the menu centre food boxes that I've had analysed, from across the territories, if you're wondering. What exactly are you suggesting? I'm not suggesting anything, Prime Minister. I'm just pointing out the facts. Oh my God. Is that why Kate and I can't have... So you blamed it on the radioactive clouds from your bombs? Before Stacey, we tried so many times. Prime Minister, is there something wrong with the food? Fine. You want the truth? You think it'll help your viewers sleep at night? Well, here it is. 6 years ago, when we came to power, we got access to the real facts and figures. And they told us we were doomed. The population was expanding at an unsustainable rate. Within 50 years, we would be out of natural resources. We would war over fuel, and then inevitably food and clean water. It was no exaggeration to say that we were facing extinction. It was supposed to be opt-out contraception, an end to unwanted children, a chance to rebalance, but something went wrong in the testing phase. Nature took over. I never wanted this. So you covered it up and blamed the sterility on the bombs? Oh, please don't lecture me on morality, Mr. James. Your hands are far too dirty for that. Disrupt only did what had to be done. Disrupt are not the answer. You'll just take us to an even more extreme version of where we were before. Your miserable policies will kill us all. I'm not the one who built the transition centres. No, you're from a time where people didn't even have the basic right to choose how and when to die. You turned children against their parents. We enabled young people to speak up about the abuse that they were facing. And guess what? Most of that abuse came from within their own families. Identity cards! Oh, grow up! You sterilised us against our will. I built a sustainable future. That's too much. That's not for you to choose. Well, if not me, then who? Who would choose it for themselves? And isn't that at the heart of all this? You don't trust us to choose. You think you know best, you know what's good for us, and if we disagree with you, then you'll send us to betterment. That's why there's no news anymore, because there's no choice, so there's no point. There should be elections. Elections have been suspended. Time to unsuspend them then. If you want to carry on, you'll need a mandate. We have people ready to stand against you in every territory. So, let's turn to you, Mr. James. Yes. I want to assure the public that though Disrupt are occasionally forced to violent means, we are not by nature a violent organisation. Jenny? Yes, Jeremy? Could you have this queued up for us, please? Yes, Jeremy. It'd be a pleasure.
Was that from Disrupt Leadership? In a way. Mr. James, before you launch into your rather premature election campaign, I think it'd be useful for the viewers at home if you were to also answer a question or two. Of course. When we come to power, one of the first things we'll do is restore a free press. The truth is very important. No more hidden secrets. If you say so. From whom do you take your orders, by the way? I beg your pardon? Well, you're Disrupt's spokesman, but for whom do you speak? You know I can't tell you. It's too dangerous for me to say. Don't worry. I don't share those concerns. You see, I've met with them almost 5 years ago now, back when I was a news anchor. And I also met with them a week ago to discuss tonight's activity. I think they wanted to check that I'd stick to the script, which really shows how little they know me. So this time, I wore a hidden camera. Would you like to see a little of what we discussed? No, you can't. She'll have them arrested. They'll be dead by morning. Not an unfair assessment. Fortunately, it's not up to me. It's up to Alex in the broadcast. Fuck! What screen, Jenny? Screen 4. No, you can't. My people will stop you. Cut the power to your machines. Well, I would imagine mine will be doing their level best to ensure that Mr. Donaldson's footage gets the airing it deserves. After all, my security forces will be here soon, and I imagine this will end very badly for all of you. Queued up and ready. Thank you, Jenny. Alex. Alex, you got us this far. Please don't fall at the last hurdle. Ach so. Glad I'm not making this choice. All our good work. All the years of disrupting. You could make it all for nothing. Please, don't play that footage. Fuck. Alex didn't play it. They'll be locked out by now. We risked our lives to be here tonight. I just brought down the fucking Prime Minister. All Alex had to do was press a fucking button. But that's what you've never understood, is it, Mr. Donaldson? Just because the button's there doesn't mean it has to be pushed. Just because the gun is there, you don't necessarily have to grab it. Oh, but you have to push the button. You have to pull the thread. It's your fatal flaw. No, it's not. It's what makes him great. Not every story should be told, Jeremy. We have a duty to the truth. But there are so many truths. I'm a terrorist. I'm a freedom fighter. I'm a raving lunatic. I'm the woman who killed millions. I'm the woman who saved billions. All of these things are true. But this program and all the others like it, they pick which truth to tell, which way to word those truths. Without the tacit backing of this station, Mr. James's organisation would never have achieved what we have seen here today. We back neither Mr. James nor his organisation. Oh, Peter hated how you bend the truth or show us only what you wanted us to see. That's part of the reason he drank. Showing those private conversations, it would have been a betrayal of trust. Aren't you even a little curious to know what they had to say about you, Alan? What's private is private. When they want me to know, I'll know. When they feel safe to come forwards, they will. It should be up to them. That's what freedom is supposed to mean. It's your life. You choose. That's what Disrupt want. Freedom. But not freedom from consequences. Nobody grows that way. We become sterile, like she made the rest of society. You should be in prison. Oh, and by that token, so should you, Mr. James. Eigentlich wollte ich ihn hier vertrauen und das Tape abspielen, aber wenn ich so genau drüber nachdenke, hat er, glaube ich, auch nichts Gutes vor. Election night will be 12 weeks from tonight. I believe, when they think on it, that the people will realise what they have gained and understand why they have lost that which they have had to lose. You're deluded. You accidentally sterilised 4 out of 5 people. You'll be lucky if you're in charge of anything ever again. Okay, well, I think we're going round in circles here. And if we don't wrap up soon, our boss will fire us all. So, with the promise of elections in the spring, it seems we're nowhere near the end of this nation's story. At least from here on, there is hope it will be conducted with words instead of bullets. There will be recriminations, of course, and calls for revenge and punishment. But we do not need more hate. We need truth and reconciliations. And hopefully that's what we will get. And then when we've listened, we will decide. All of us. One vote each. Anything to add, Jeremy? I think you've got it covered. Would you like to take us out? You know, I really would. I'd like that
too. I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Dawson. And from everyone here at the National Nightly News, have a... Let's make tomorrow better. And we're out. I'll be on the phone to Bozeman in the morning. Well, that'll be interesting. His daughter just gave birth to an unviable. Are you coming out with us? Apparently, we're free to go. You go. Will you be joining us on the campaign trail? I wouldn't vote for your party, Mr. James. Or hers. Who knows, maybe I'll run as an independent. You wouldn't last 5 minutes. You're too honest for politics. Thank you for letting me ruin your awful show. Oh, I've got some hope that this new format won't be around long, especially when Bozeman sees the ratings tonight. Who knows, we might even do some real news. Stranger things have happened. But don't make this a habit, okay? There's a list for guests. You book in. Let's do that next time. Thank you. You look like you enjoyed that. I had missed it. I hadn't realised how much. Should we go and get something to eat? Yes. I want to hear about every disastrous date you've had in the last 5 years. I want names, expectations, crimes. That's going to take more than one dinner. Fine. I have nothing to do, and you have a well-paid job. Okay. Wir werden einfach allein gelassen. Oh, ist vorbei, okay. Alter. Okay. Krass. Das ist wirklich das Ende. Krass. Wird vom Publikum nur noch geliebt und von der Branche gehasst. Es ist immer noch eine Möglichkeit, seine Reise zum Mond zu finanzieren. Außerdem braucht er Wissenschaftler und Ingenieure. Funny. Die Karriere von Lil C springt von Höhepunkt zu Höhepunkt. Erst vor kurzem hat sie eine Reihe von Duftkerzen und Sextape veröffentlicht. Nach dem schmachvollen Scheitern des Flat-Festivals kamen diverse finanzielle Uneinigkeiten ans Licht. Achso. 20 Jahre nach der bitteren Entscheidung von David und Ingrid entwickelt Baby Dante seine Superkräfte und zerstört alle maritimen Leben südliche irgendwas. Viel zu fast. Johnny und Tiffany haben ihr Baby blabla Hamslave genannt. Es wuchs zu einem Immobilienmakler heran. Funny. Was ein geiles Game. Was ein geiles Game. Dass am Ende der Nachrichtensprecher nochmal kam, den wir anfangs hatten, der männliche. Mega. Habe mich sehr gefreut, irgendwie mochte ich ihn am meisten. Lag wahrscheinlich drin, weil der erste Nachrichtensprecher war, der uns vorgestellt worden ist. Und man gerne mit den Leuten stuck bleibt, die man als erstes kennenlernt. Deswegen hat mir schon sehr gefallen. Mich jetzt mal interessiert, was wäre, wenn ich das Tape abgespielt hätte. Was wäre dann? Ich meine, die Frage wäre auch gewesen, was wäre, hätte ich nicht geholfen denen, oder was wäre, hätte ich mehr geholfen. Weil wir hatten ja wirklich sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Also, gut, am Ende fühlt es sich nicht wirklich an, als hätten wir viele Auswahlmöglichkeiten, weil das hat sich jetzt wie so ein allgemeines Ende angefühlt. Sowas wie, okay, die wären da eh eingedrungen, hätten dieses Interview geführt und die hätte eh mit sich reden gelassen. Ich denke mal, das wäre so oder so passiert. Fühlt sich irgendwie so an, als wäre ein allgemeines Ende. Trotz ihres Todes arbeitet Helena unvermindert weiter für ihre Rolle als Brief. Okay, bye. Das zur Hölle? Ah, ich kann skippen. Ich weiß aber nicht, ob ich skippen will. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Achso, das ist jetzt wieder von neu, oder?
Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen länger erwartet. Dafür, dass das Spiel 50 GB hat, hätte ich echt gedacht, das Spiel geht ein bisschen länger. Ich sehe gerade, eine Speicherkarte fehlt bei mir. Das ist nicht gut. Warum fehlt eine Speicherkarte bei mir? Warte mal. Ich weiß nicht, ich wollte nicht gerade mal nachschauen. Hey, also im Ernst, warum fehlt mir eine Speicherkarte? Die ist doch nicht rausgesprungen. So genau die Speicherkarte mit allen Projekten. Wäre nicht so geil, wenn die jetzt kaputt wäre. So, wir skippen mal bis zum Ende. So. War ein sehr schönes Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Me like. Hat auch sehr aktuelle Themen aufgegriffen. Hat beziehungsweise sehr viele Themen aufgegriffen, die für uns ziemlich wichtig waren. Sind und tun und den Ex-Account. Fand ich, hat das Spiel sehr, sehr schön gemacht. Alles Spiel sehr schön gemacht. And although this is our last broadcast here on One, we'd like to thank Disrupt's leadership for this chance to say a fond farewell to you, our loyal viewers. Disrupt TV will broadcast its first programming tomorrow with a documentary called Benefit Scroungers and the Undeserving Poor, followed by The Kyle Springle Show, where a lie detector reveals a man who married his sister's brother's niece's uncle before closing out the night with One Nation News Max, where Chet Blaze will be asking, how many guns is enough? Well, all that remains to say is thank you from all of us here at the National Nightly News and Channel 1. It's been an honour to inform and entertain you over the last 40 years. Thank you for letting us into your homes one last time. I'm Megan Wolf. Good night and good luck. Oh, Epilograum. Du hast neues Management freigestellt und erreicht, du hast 1 von 4 Epilogen geöffnet. 1 von 14? Neues Management. Warte mal, sind das die Enden? Okay, das sind eindeutig die Enden. Krass. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Dawes. Our main headlines tonight. Das ist wahrscheinlich im Archive, oder? Nee. Wo ist denn das? Nein, mein Spielstand ist weg. Aber man muss echt von komplett neu spielen? Oh, das ist ja doof. Das ist ja mal richtig doof. Well, that's a very blunt question. Advance is lying to you. Gut. Aber ich würde mal ganz kurz behaupten, ich lasse euch mal kurz mit der creepy Musik alleine. Ich höre euch mal ganz kurz auf meine Speicherkarte. Dann bin ich so wieder da. Bis gleich. But now you start to see, yes? The people never happy. It's never enough. I cannot believe you, Ellen. Are you saying that Advance have cured death? Jog off! We're still vassals, slaves, we're just in prettier cages. Oh, Megan. We're only getting started. Good evening, I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Dawes. Our main headlines tonight. Daddy, it's starting! To every single one of you's a bit Jesus.
Well, that's a very blunt question.
Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu, gerade steckt seine GeoXLR aus und checkt nicht, dass er dann jegliche Programme neu einrichten muss, wo Audio sich befindet. Cool, ne? Weißt du, dann komme ich gerade wieder, laber darüber, dass ich meine GeoXLR aus und ausgesteckt habe und sich deswegen jegliche Einstellung resettet hat. Rede dann darüber, dass ich die falsche Festplatte ausgesteckt habe und damit sich das Game geschlossen hat. Und damit habe ich wohl vergessen, dass, ja, wenn ich meine GeoXLR ausstecke. Warte mal, meine Eingabe ist nicht Broadcast Streamix, meine Eingabe ist Chat Mic. Aber warum hat das eine 2 dahinter? Hört sich meine Audio anders an? Scheißdreck. Sieht aus, als wäre dein Spiel richtig beendet worden. Okay. Danke, RG. Oh, ich hab's jetzt zu Ende gespielt, oder? Ja. Ah. Ne, hört sich nicht anders an. Okay, cool. Also, das hier ist Chat Mic, das ist Chat, genau. Der Stream hat Stream Broadcast Mix. Gut. Das sollte soweit stimmen. Perfekt. So, ich habe gerade davon geredet, dass, hallo Grabinchen. Und ich habe gerade davon geredet, dass sich das so anhört, als sollte ich in Minecraft kommen. Ich habe übrigens wunderschön gesehen, dass, ja genau, Discord einfach die falsche Audio hatte und deswegen irgendwie immer random aufgeploppt ist. Nur gar nicht wissen, was für ein Audio erkannt hat. Also ich habe schon zu Schipper gesagt. Wenn dieser vielleicht Move nochmal gemacht wird, verliert der Mod. Asera, was verlierst du? Deine Rechte hier zu schreiben? Oh. Lucien ist live gerade mit Weichobst Sky. Oh, oh, oh. It's hardly nice if you don't think twice. Ja, deswegen muss ich dir irgendwas anderes abziehen. Wenn du nicht mal Mod hast. Ist aber auch schon ein Loser. Ich darf alles neu einstellen. Oh mein Gott. Also erstmal. Ach, fuck. Chrome gehört zu Musik. Chrome gehört zu Musik. Discord gehört zu Chat. Mehr kann ich momentan nicht einstellen. Als ob ich jetzt alles neu einstellen darf. Oh, leck mich doch. Hat's OBS jetzt? Ja. Musik ist schon mal wieder Musik, gut. Oh, Ellie muss Mathe machen. Oh, das wäre... Das ist das Schlimmste. Mathe ist Hass. Mathe ist Hass. Ich liebe es, Minecraft zu starten. Ah, Yoshi ist dann offline, okay.
Kali ist online. Krass. Du hast Ewigkeit nichts von Kali und dann spielt er Weichobst. Da. Lass uns mal joinen. Und die CPU komplett sterben lassen. Punkt. Komma Strich. Da wird wahrscheinlich eben später auch das falsche Mikrofon ausgewählt, denke ich mal, oder? Jawohl. Oh, kann ich schreiben. So. Was haben wir denn? Das richtige Mikrofon. Perfekt. Unsere Zucht ist da. Also erstmal, dass ich Lars live erlebe. Wunderschön. Dort kurz, bis ich meine CPU beruhigt hat. So. Tempel sieht soweit alles normal aus. Das freut mich sehr. Leider sind die kaum gewachsen. Also die sind fertig, aber nicht alle. Ich muss zugeben, ist schon wieder so lange her, dass ich vergessen habe, wofür wir die Netherwassen brauchen. Ich glaube für Red Bricks, oder? Ich glaube, das war dafür. So, und da ist unsere Lagerkiste, ne? Ah ne, warte mal. Das können wir jetzt eigentlich braten, weil genau das ist nicht fertig. Wir haben noch einen Lava-Eimer. Ja, wir haben noch einen. Zack, 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 zack. Genau. So. Tempel ist aber soweit nichts, wenn ich richtig gesehen habe. Ja gut, diese Lager sind jetzt da. Ja gut, die wurden von Rose gebaut. Warum auch immer. Halt extrem nah an der Stadt, was ich nicht so geil finde. Oh, sorry, meine Trip ist noch da. Oh, die wollte ich eigentlich wieder mitnehmen. Na komm. Ups, der wollte ich nicht abbauen. Coolio. So. Wie sieht es denn hier bei uns aus? Rathaus immer noch kaputt. Wunderschön. Ich glaube, das wird bis zum Ende der Jahrzehnte bleiben. Hallo Lisa, hallo Daniel. Wie geht es euch so? Oh, stirbt meine CPU so sehr. Was ist denn los? Wow. Dafür wurde ich jetzt auf den Server geholt. Wo habe ich denn einen Netherrack? Ihr Geburtstagsgeschenk. Hey, dafür wurde ich auf den Server geholt? Aber Gebieten wird weitergebaut, ha? Oh ne. Genau so aus wieder vor. Gut. Ich denke mal, die Projekte auf der Seite der Stadt sind beendet.
Ich glaube, die werden nicht mehr weitergebaut. Na, sei es jetzt so, sei es so, was da abgeht. Das hier ist mir aber ziemlich neu. Guck mal ganz kurz hier vorbei. Aber nee, es war, glaube ich, letztes Mal schon da. Oder? Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher, von wem das hier ist. Ich glaube aber, wenn wir hinten weiter höppeln. Noch nicht. Vielleicht doch. Weiß noch nicht. Auch da ist noch irgendwas. Ah ne, das ist das Portal. Doch, ich glaube, wenn man beim Portal weitergeht, könnte was kommen. Aha. Da wird nämlich eine Stadt außerhalb gebaut. Und aus irgendeinem Grund ist sie in der Luft. Justin Gaming ist da, ne? Ja, genau. Der gehört nämlich dazu. Oh, krass, wie symmetrisch die aussehen. Krass, krass, krass. Irgendwie geht das mit meinem Texture Pack nicht so sehr auf. Irgendwie sieht man die Dinger. So, das Problem ist jetzt, wenn ich den Fahrstuhl verwende. Wie kommt er wieder nach unten? Besser gefragt, wie komme ich wieder nach unten? Ja, Ellie, so kommen die da hoch. Ey, das hörst du ja aus Kilometern, wenn jemand nach oben kommt. Ja, gut. Okay, ich sehe leider nicht mehr auf der Minimap, wo die Spieler sind, aber ich denke mal, pinkes Spieler, oder? Was ist lila? Nee, Boot ist lila. So. Hölle bauen die hier? Was zur Hölle? Und wir schaffen es nicht einmal, unser Tempel einzurichten. Woran siehst du das von Just... Nee, warte mal. Und die Stadt nach? Nee, oder? Weil das sieht extrem aus wie das Haus von, Phoenix, nur dass der Ausgang hier wäre. Das wäre auch krass, wenn die Stadt nachbauen würden. Komm uns zurück, Natascha. Ja, natürlich springe ich hier runter, klar. Ah. Handy. Ja, schon mal interessant hier. Bin mal gespannt, was die hier draus machen. Vor allem, weil ich weiß, dass bald ein anderes Projekt startet. Und da bin ich mal gespannt, wie der Afterlife noch gespielt wird. Bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Noch so ein Wassereimer. Nee, dann ist ja der Fahrstuhl da oben.
Und dann kommen die hierher wollen, kommen hier nicht mehr her, weil der Fahrstuhl oben ist. Das wäre ja nicht so cool. Die haben nicht keine Möglichkeit, den Fahrstuhl von da oben hier runter zu holen, deswegen. Wäre doof. Ja, aber Lisa, schön, dass du da bist. Eine wunderschöne gute Nacht. Bye bye. Allerdings nutzt doch dein Wassereimer. Im Endeffekt hier sterbe ich an mein Totem. Also nicht an mein Totem, sondern mit meinem Totem und dann ist das auch weg. Achso, nee. So, gespult. So. Aber sehr interessant. Und wir schaffen es nicht mal, die Inneneinrichtung unseres Tempels zu bauen. Auch sehr schön. Habe ich übrigens schon Hallo Juju gesagt? Wenn nicht, Hallo Juju. Oh, nee, der Server ist bis 0 online. Haben wir ja geändert. So. Ja, finde ich sehr schade, dass der Teil der Stadt nicht mehr weitergebaut wird. Finde ich sehr, sehr schade, dass Leute große Projekte begonnen haben und nicht beenden. Aber gut, wir sind nicht besser. Wir sind nicht besser. Und als ich dazu sagen muss, die Leute, die hier gebaut haben, sind höchstwahrscheinlich aus dem Projekt. Die sind nicht mehr mit dabei. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie bei kommenden Projekten auch nicht mehr dabei sein werden. Sehr, sehr schade, aber was soll man machen? Ist halt so. Man kann nicht jeden, die Interesse am Projekt halten. Das funktioniert immer. Freue mich auf Freitag aufs Event, ich weiß es nicht. Muss man schauen, wer alles kommt. Ja, müssen wir schauen, wer alles kommt. Oh. Da hätte ich halt auch hier die Area verwenden können für den Tempel. Also eine Barrel, achso. Müll. Ja, Hallöchen, na? Na? Ich mache gerade eine kleine Stadtführung. Also ich habe gerade Froschlichter bekommen von der lieben Stine und ich mache gerade noch so eine kleine Stadtführung. Oh, zeig auf jeden Fall den Tempel, das ist das Tollste. Ja, da komme ich auf jeden Fall noch hin. Ah, perfekt. Inneneinrichtung fehlt zwar komplett, aber pssst, außen sieht gut aus. Außen sieht gut aus. Ich wollte gerade sagen, ja, wer braucht schon Inneneinrichtung? Ja, eben, die kann man sich denken. Das Äußere zählt, das Äußere zählt. Genau. Dann mal viel Spaß. Danke. Ciao. Ich glaube, da wurde eine Padma geradet. Wollen wir kurz herausfinden, von wem Padma geradet wurde? Ich will schon herausfinden, von wem Padma geradet worden ist. Macht das Spaß, in der Stadt rumzurennen und zu schauen, was abgeht. Ich fühle mich verfolgt. Nee, doch, Padma ist live. Wo ist die Kneipe? Oh, Leotera ist da. Ah, sie wird von Reason geradet. Ach so, ach so. Aber die Reason Army kennt doch Afterlife, oder? Ich hoffe doch. Ah ja, stimmt. Aventus ist ja auch online. Stimmt. Na dann. Beautiful. Wo wollten wir hin? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, Ferdinand. Ja, großes Roleplay übrigens. Freitag geplant, deswegen Freitag geht's wieder richtig los.
Ich hätte ehrlich gesagt auch gerne, dass Member des Ordens aktiver wären. Leider ist das nicht der Fall. Aber ja, also man merkt, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, einfach mal nur heute so, denke ich mal. Freitag ist definitiv mehr los, da ist auch Roleplay. Ich hoffe aber einfach mal, dass das Roleplay wieder ein bisschen mehr abgeht in Afterlife. Aber wir nähern uns definitiv dem Ende. Ich wollte an sich Afterlife gar nicht so lang mehr machen. Aber die meisten haben jetzt nur angekreuzt für Mai. Das ist Mitte Mai ungefähr beendet wird. Aber schauen wir mal. So, frage ich mal ganz kurz mein Admin-Team, wann die so können. Und dann besprechen wir das Event ein bisschen am Freitag. Hallo Alaska, hallo, wie geht's dir so? So, will niemand schlafen? Ne, niemand will schlafen. Schade eigentlich. Ups. So, ja, gut. Klar, Afterlife geht schon länger. Ich muss natürlich auch dazu sagen, Afterlife geht ja nur Dienstag, Donnerstag, Freitag. Gut, Samstag theoretisch auch, aber das spielt nicht immer jeder. Deswegen durch die Spielezeiten ist das Ganze ja schon mal verkürzt. Und dann kommt ja irgendwie noch dazu, dass das Roleplay leider nicht so aktiv war. Leider, leider. Hätte es eigentlich gern viel aktiver gehabt, aber irgendwie... Irgendwie war das nicht so der Fall. Ich glaube, Sky sagt ihr Mod mal, was sie genau plant. Nicht mehr viel, denke ich. Also ich weiß, Freitag macht sie definitiv noch mit. Aber danach meinte sie, glaube ich, macht sie erstmal nichts mehr. Bezüglich YouTube. Also macht erstmal eine Pause. Ich würde dann übrigens auch behaupten, am Wochenende beginnen wir mit Not for Broadcast das Horror-Update. Das Horror-Event. Ich denke mal nicht, dass das so intens sein wird wie das Main-Game. Und ich denke mal nicht, dass das so groß sein wird wie das Main-Game. Aber ich habe Lust. Ich habe Lust. Würde schon mal interessieren, was man da so Feines bekommt. Wie viele Erfolge ich in der Zeit bekommen habe, krass. Oh, ich bekomme direkt eine Antwort im Wasserfall-Podcast. So. Das muss ich auch mal schauen. Ich denke mal, ja gut. Ich weiß nicht, ob Donnerstag reicht als Vorbereitungstag. Ich weiß nicht, ob Donnerstag reicht. Müssen wir mal schauen. Ausstimmen, wenn Leute... Oh, oh mein Gott, was ist denn hier für eine Nuke explodiert?
Ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn Leute sagen, dass sie das Rathaus das schönste Gebäude finden, ne? Und das Rathaus sieht so aus. Aber pst, muss niemand wissen. So, wollen wir Padme beobachten, wie sie zu unserem Tempel rennt. Gut, hier sieht man nur die Hälfte. Ich warte auf die ersten Kommentare mit, oh, ist doch voll abgebaut. Wollen die das noch haben? Ja, ganz schlimm. Da verschwand sie im Nichts. Und da drin ist unsere Drogenfarm. Sie geht in unsere Drogenfarm, Leute, müssen wir aufhalten. Das Rathaus hat eine neue Belüftung bekommen, ist jetzt Corona-sicher, ja. Braucht man auch bei Ender. Nicht nur weil es stinkt, sondern auch... Ja gut, das andere sage ich doch lieber nicht. Aber wir kennen doch unser King of Schninder. Wir kennen doch unser King of Schninder. Hallo Krabinchen, hello, hello. Oh nein, sie hat eure Drogenfarm entdeckt. Nein! Ja, wir haben halt so einen geilen Tempel, aber die Inneneinrichtung fehlt halt komplett und das demotiviert mich so. Aber müssen die immer machen. Also ich bin ja leider Donnerstag nicht online, also ich werde wahrscheinlich Donnerstag nicht da sein. Ich werde wahrscheinlich Afterlife vorbereiten. Deswegen denke ich mal nicht, dass ich Donnerstag live gehen werde. Mittwoch ist kein Afterlife-Tag, deswegen Mittwoch müssen wir schauen, was wir Feines treiben. Wir müssen... Oh. Jetzt hauen die einfach ab. Drogenfarben? Nein, wo denn? Psst. Ja, hier, Terrakotta brauchen wir. Braunen bzw. schwarzen Terrakotta brauchen wir. Das brauchen wir. Na, schön, dass meine Speicherkarte noch da ist. Muss immer eine Angst sein, die ich haben muss. Meine Speicherkarte ist weg. Die Angst muss ich jetzt immer haben. Wenigstens hat sie nicht an der Farm bedient. Ja. Was wollte ich jetzt hin? Zu Screenshots. Wo sind meine Screenshots? Da. Screenshots jetzt. Und zeige ich mal ganz kurz. Hier ist das Feuerlogo. Hier ist der Boden. Das ist, glaube ich, brauner Terrakotta. Ab in die, was weiß ich, Lands zu farmen. Erfahren. Ja gut, also, was wir halt, ja, wir brauchen halt definitiv noch mehr, Woods, aber Woods kann ich von Tütchen kaufen, deswegen, ich glaube, das ist kein großes Problem. An roten Sand werden wir wahrscheinlich weniger reinkommen, ja. An roten Sand werden wir weniger drankommen. Aber wenn du da natürlich was hast, Daniel, oder ein Biom in der Nähe hast, oder vielleicht mal in der Gruppe fragst, wäre das perfekt eigentlich. Okay, doch, wir brauchen jegliche Holzarten außer Dschungel. Wenn wir schon mit roten Sandstein bauen wollen, brauchen wir natürlich auch Akazienholz heißt es, glaube ich. Tja.
Hier habe ich Screenshots für das Nether-Event. Hier habe ich Yoshi fotografiert, auch sehr schön. Genau. Ich gehe mal ganz kurz in den Feuertempel. Feuerlogo. Das habe ich in Large Map, nicht auf Z. In Lagios Mapperus. Wo ist es? Da. Minimap Settings. Go on you. So. Das Feuerlogo. Wow, man sieht's. Das Feuerlogo. Da. Das hier. Wenn die Fackeln nicht da wäre, wird es ein bisschen cooler aussehen, aber dann spawnt Monster. Alles klar, gute Nacht, Natascha, gute Nacht. So, ich gehe mal ganz kurz in den Tempel. Und natürlich mal ganz kurz zu cheaten. Aber ich will jetzt nicht unbedingt in den Singleplayer gehen, nur um zu zeigen, was Blöcke ich meine. Wir brauchen die hier. Light Grey Terracotta, wir brauchen Brown Terracotta und wir brauchen Black Terracotta. Und dann nehmen wir Grey Terracotta. Kann eigentlich auch. Aber wir können eigentlich auch. Ja, wir nehmen beide Grey Terracottas. Light Grey Terracotta und Grey Terracotta und Brown Terracotta. Ansonsten. Ja, der Black Terracotta ist ein bisschen lame. Nee. Grey Terracotta, Light Grey Terracotta und Brown Terracotta. Nehme. Ansonsten Granit sollten wir haben. Stonebricks mache ich momentan. Nether, Warzen, Stonebricks, whatever mache ich auch momentan. Gold müssen wir mal schauen. Fragen wir vielleicht den Miner. Und rotes Sandbiom weiß ich ja nicht, ob wir es irgendwie in die Richtung bekommen. Weiß nicht, ob in der Nähe eins ist. So, Alaska ist auch raus. Alles klar. Schön, dass du da warst. Eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass meine CPU komplett am Sterben ist. So, Philipp wird sich gerade auch denken, warum cheatet der live im Stream? Aber macht man ab und zu mal gerne, ja. So. Ich denke, was wir mal ganz kurz machen können. Ich weiß nicht, warum ich sollte, aber wir können mal kurz in den Nether gehen. So, kann sich meine CPU bitte beruhigen gehen? Könnte dies bitte der Fall sein? Wer braucht hier so viel CPU? Ressource im Monitor, sag mal. Das hilft mir nicht. Was ist denn das Gute? C-Host? Ich weiß es nicht. Will ich wissen? Ich glaube nicht. CPU, beruhig dich doch. CPU, beruhig dich doch. CPU, beruhig dich doch. CPU, beruhig dich doch. Schlimm, ey. Fuck. Oh shit. So schnell kann es passieren. Und wir machen es direkt nochmal. Oh mein Gott, ich dachte, ich verkacke nochmal. Jetzt habe ich sogar selber die Jumps schon gemacht und so einfach gemacht, dass man es definitiv schafft und ich hoffe selber nicht. Cool.
Ja, aber hier scheint nur alles heile zu sein, ne? Hä? Willkommen zurück, OBS-Stream. Willkommen zurück. Was ich gar nicht verstehe, ich verstehe nicht, warum meine CPU so ausgelastet ist. Weil aus irgendeinem Grund Shell Infrastructure Host 20% meiner CPU verbraucht. Cool. Warum ist das heute so? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Gut, dann loggen wir uns für heute aus, weil... Ja. Ich habe kein Fässer vor allem. Oh, wir haben schon wieder 23 Uhr. Ich wollte eigentlich früher offline gehen. Warum haben wir schon wieder 23 Uhr? Ja, hier hochzukommen ist echt Kunst. Aber ich weigere mich, was abzubauen. Ich ruiniere nicht den schönen Meteoriten, der von Kali gebaut worden ist. Passiert nicht oft, dass Kali hier was baut. Aber ich finde, Kali sollte mal unsere Sets anfangen zu bauen. Kali kann extrem gut bauen. Kali kann sehr, sehr gut bauen. Das sieht irgendwie richtig doof aus hier mit diesem Dago, ich weiß auch nicht. Ich glaube mit ohne, genau. Ohne Texture Pack sieht besser aus. Vorher wird nicht offline gegangen. Vor Genshin? Na, ich kann auch vor Genshin offline gehen. Also wenn du unbedingt möchtest, dass ich vor Genshin offline gehe, na, dann können wir das einrichten lassen. Dann können wir das sein. Warum? Also, warte mal. Hat Kaiser Aventus irgendwas gegen mich? Er hat kein Hallo geschrieben oder hat auch kein Tschüss geschrieben? Was ist denn hier los? Soll ich mir Sorgen machen? Normalerweise müsste das doch so sein, wie wenn ein Lehrer ins Klassenzimmer kommt, dass jeder Morgen sagt. Gut, also die Kids, letzte Reihe, die den Lehrer eh hassen. Aber also Aventus gehört doch nicht zu den Kids, die mich hassen, oder? Sind wir mal ehrlich. Back-to-back Forster gezogen. Hätte ich auch gerne. Free Wishes hätte ich gern. The Cheat Code of 2023. Wollen wir uns den mal... Können wir uns mal anhören, oder? Oh, ich hab's geschlossen. Okay, war vielleicht auch besser so. Heute actually nur meine Musik leiser machen. Die arme Nonnenmusik, Ellie. Die arme Nonnenmusik. Christ in C4 Sucrose. Okay, beruhig dich mal wieder. Das ist nicht so schlimm. Ja, ich denke mal, die Non-Musik verdient nicht so viel Geld. Dafür, dass sie wirklich immer vor Engine gespielt wird. Verdient die nicht so viel Geld, wie sie sollte.
Komm, C4 Gene ist jetzt auch nicht so schlecht. Kannst anfangen zu heulen, wenn du C2 GT hast. Ah, okay, dann willkommen im Club, dann willkommen im Club. Hm. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich mehr als einmal GT gezogen habe. Aber gut. Jetzt theoretisch kann ich mich an zweimal erinnern, aber ich weiß nicht, wann das dritte Mal passiert ist. Ich will es doch nie wieder. Wenn es wieder 50.000 Jahre dauert zum Laden, dann verdient die sicher doch noch einiges. Ah, guck mal, da ist doch unser Non-Musikmann vom Teens. Hallo Elo, na? Na, du Stinkesocke? So, geladen? Nee. Sag mal, Elo, du machst doch bestimmt ab Freitag ein zweites RG-Stream-Highlight-Video, oder? Komm, hast du frei, das wird doch bestimmt deine Destination sein. Stimmt, deswegen warst du eigentlich im Krankenhaus, hab vergessen zu fragen. Ich wollte mal fragen, aber... habe auch so viel zu tun, dass ich irgendwie alles vergesse. Oh, Svenja, bei der Beziehung. Ah. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich, das Event gibt's auch noch. Ich dachte, das Video war nicht gut. No way asking Bullshit Laber, heißt das nicht, dass wir alle natürlich so denken. Hey Elo. Na, erst ab dem Moment, wo aus meinem Munde rauskommt, wow, dein Video war scheiße. In der exakt selben Tonlage, dann kannst du sagen, wow, Ratte fand das Video scheiße. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Beziehungsweise von Asken hast du bisher auch nur ein paar Buchstaben lesen dürfen. Du hast nicht mal seine Stimme hören dürfen. Also am besten nicht nur, weil unser Hosenscheißer Asken was in die Gruppe geschrieben hat, direkt denken, dass es alle so denken. Weil obviously hast du die anderen Boys gesehen, die ziemlich froh waren, dass irgendwer mal Highlight-Videos macht. Dass es irgendwer mal in die Hand genommen hat und irgendwer mal sagt, ey, ich mach das, was wir schon seit 10 Jahren machen wollten. Wie viel Terrakotta brauchen wir? 4. Ja, glaubst du 20 Stacks von, nein, aus, böse. 20 Stacks von jedem, Blockfarbe ist zu wenig? Nee, oder? Das passt genau. Aber kannst gern Tag kommen, Nele. Wenn du Eintritt zahlst. 20 Euro. 40? Wir können auch 50 machen. Hallo. Ja, guten Tag. Schön, dass die 50 Euro zahlen. Ja, immer. 50 Euro. Warum bist du so laut? Bin ich laut? Böse? Ja, ich hätte ja aber leise drehen können, aber ist okay. Nee, warte mal, ich weiß, warum du laut bist. Warte mal. Oh, ja, das ist am dümmsten, ne? Let me look. Ne, Discord ist eigentlich auf Chat. Red nochmal. Ja. Discord ist auf keinen Fall auf Chat. Fuck. Habe ich das nicht von Kann mir auch noch leiser stellen. Nee, das liegt nicht an dich. Liegt nicht an dir. So, red nochmal. Ach nee. Chat ist schon richtig, okay. Chat? Ist Chat Elo laut? Nee, oder?
Hallo, hallo. Ja, es geht wohl eigentlich im Stream. Ich bin so laut wie du ungefähr. Ja, aber das habe ich ja nie in meinen Streams. Ja, stimmt, du machst mich eigentlich immer leiser, stimmt, ne? Nee, so leise mache ich dich gar nicht, aber ich mache die immer einen Ticken, also ich mache mit jedem, mit dem ich streame, immer einen Ticken leiser. Ich dachte gerade schon, Alter, Junge. Nee, so leise habe ich dich gar nicht, aber ich mach dich ein Ticken leiser. Digga. Ich mach dich 5 Ticken leiser, hier ist es okay. Ja. Wo habe ich denn? Ja, 88% ist meine normale Chat-Lautstärke. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin mein Mischpult aus ihnen rausgesteckt. Und aus irgendeinem Grund seitdem ist das alles anders. Die Welt hat sich verändert. Irgendwas verstellt, aus Versehen. Nee, nichts verstellt. Meine Einstellung hat sich aber nur resettet. Ja, das ist doof. Deswegen weigere ich mich eigentlich auch seit Jahren. Ja gut, eigentlich nur das letzte Update von meinem Mischpult zu installieren, weil ich keinen Bock habe, alles neu einzurichten. Ne? Das hat es aber automatisch gemacht und ich habe den Stecker aus dem gezogen. Ja. Jetzt brauche ich auch nicht mehr zu warten. Ja, ich war im Krankenhaus, weil ich heute Morgen zur Schule gegangen bin. Also erstmal, heute war ein richtig Scheißtag bei mir. Ich gehe zur Schule und mein Geldbeutel wird mir geklaut von so einem kleinen Knirps, der kein Deutsch kann. Glück. Dann hole ich mir den wieder, weil ich ihm halt hinterhergerannt bin. Aber dann habe ich halt nicht reingeguckt und mein Geld war halt weg dann. Das waren nur 10 Euro, ist okay, er hat nur den 10er genommen, nicht Kleingeld. Ja gut, glaub mir, Kleingeld ist auch nicht unbedingt. Will ich auch nicht klauen wollen. Egal wie viel es ist. Gefühlt mehr als der 10er. Ist mir scheißegal, es ist zu viel Zeug. Zu viel Aufwand. Ja. Oh, ich habe auch sehr viel Kleingeld. Und dann war der Tag erstmal, ja, okay, scheiße. Dann bin ich in der letzten Pause. Ne? Gehe ich aufs Klo, gehe auf die Toilette, hocke auf der Toilette, auf einmal ist dieses ganze der Kloabteil voll voll, das waren mindestens 10 Leute, so wie in unserer Schule gesagt wird, kann Nacken. Ja, die bezeichnen sich auch selbst so, ne? Bevor jetzt hier jemand mit irgendwas kommt. Und ich weiß auch nicht, die waren überlaut, Junge, die haben übel abgefuckt, die haben rumgeschrien und whatever. Und dann fangen die auf einmal an, die Türen einfach einzutreten, also die Klotüren, weißt du? Diese Kabinen, wo ein Klo drin ist, ne? Die fangen die an, meine Tür haben sie eingetreten. Und das haben die 4-mal gemacht und ich habe immer gesagt, ich bin hier drin, lasst es bitte. Ich hab dann gesagt, was für Hurensohn seid ihr denn, Digga? Könnt es nicht einfach lassen, Junge? Ich hocke auf dem Klo. Und dann will ich aufstehen und gehen. In dem Moment, wo ich aufstehe, gucke ich kurz mal nach rechts. Und genau in dem Moment wird die Tür einfach nochmal eingetreten, aber mit voller Wucht, ne? Die ist zugeschlossen gewesen. Und mit einem Tritt wurde die eingetreten und sind gegengesprungen oder so. Und das voll gegen meinen Kopf, ne? Ich bin rausgegangen, Digga. Hab so gesagt, also jetzt reicht's mir. Bin zur Schulleitung gegangen. Und die haben mich einfach nur ausgelacht, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Bin zur Schulleitung gegangen und hab gesagt, dass sie es gemacht haben. Ich war aber noch ich war halt aufgeregt und deshalb habe ich jetzt nicht so an den Schmerz gedacht, aber mir so, weißt du, was ich meine? So wie bei Platzwunden habe ich jetzt auch nicht direkt bemerkt. Also ich habe keine Platzwunde zum Glück, aber auf jeden Fall, bin ich zur Schulleitung gegangen, also mein Schulleiter meinte dann, das gucken wir morgen irgendwie, und fand's halt scheiße, weil ich wusste halt auch nicht genau, wer es war, weil es waren 10 Leute und ein paar Leute haben halt gegengetreten und die Tür eingetreten, warum auch immer. Und, ja, ich weiß auch nicht, ich habe meine Backe ist blau angeschwollen gewesen, also wirklich so, man hat es von einer weiten Distanz gesehen, dass es blau war. Auch meine Klasse hat dann gesagt, what the fuck? Ich habe eine riesige Beule am Hinterkopf, über der Schläfe oder so irgendwo da. Und ich bin halt überblau und meine Backe ist jetzt immer noch angeschwollen und ich hab diese riesen Beule immer noch.
die auch überrot ist. Dann habe ich auf der Schulter, tut es mir noch weh, wo der Arzt meinte, wo ich erst war, dass ich das mal röntgen lassen soll. Die im Krankenhaus meinten, das muss man jetzt nicht, weil die denken, da ist eigentlich nichts. Es kann sein, aber sie denken, das ist einfach so Versteifung oder... Ja, weißt du, durch es diesen... kann sein, dass du stirbst, aber warum sollten wir das untersuchen? Das ist ja kaum... Ich muss Ja, untersuchen keine lassen, Ahnung. Alter. Ja, aber das Ding ist, wenn die mich röntgen, bin ich Strahlung ausgesetzt und mit 16 Jahren haben die gesagt, ist das nicht so gut. Also, wenn du es nicht oft machst, aber wenn du es einmal machst, ist das vollkommen okay. Also, wenn du jetzt nächste Woche nochmal einen Rückentermin hast, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja, aber so, das ist einmal. Das macht dann noch nichts. Naja. Und normal hätte auch die Schule eigentlich direkt den Krankenwagen rufen sollen, weil mir übel schwindelig war. Ich habe mich fast übergeben. Es war überkrass. Es ist... Weiß nicht. Mein Kopf hatte richtig wehgetan. Und ich habe ich habe Schädel-Hirntrauma und eine Gehirnerschütterung. Ja. Und ich war halt den ganzen Tag unterwegs und jetzt zeigen wir halt denjenigen, der das gemacht hat, an. Da werden wir noch rausfinden, wer es ist, und er kriegt eine dicke Anzeige. Und dann haben wir schon mit einem Bekannten von uns geredet, der geht da morgen mit. Und der meinte, der ist halt selbst Lehrer auch auf einer anderen Schule. Und bei so großen Gruppen, so bandenmäßig, die sowas machen, da ging es auch schon vor Gericht und die mussten dicke Geldstrafe zahlen. Glaub mir, das ist dann nicht nur eine Geldstrafe bei einer Gehirnerschütterung. Digga, das ist lebensbedrohlich. Das ist kein... Es ist nicht nur Geld, Elo. Das ist fast versuchter Mord. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wollten die mich noch heute Nacht da behalten im Krankenhaus. Aber ich hatte keinen Bock. Ja, also die haben auch nicht gesagt, es muss auch nicht sein, das ist eigentlich... Sie denken nicht, dass da jetzt irgendwas... Ja, was hast du denn für Ärzte, Alter? Nein, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, also beim Arzt war es schon auch so, dass die Licht in mein Auge gemacht haben, um zu gucken, ob mein Auge halt irgendwie verrückt spielt, und dann so, ne, hin und her geguckt musste ich. Okay. Ach, was die alles machen, keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht aus, Alter. Aha. Und beim Arzt war das noch nicht so gut, da meinte er, da musst du auf jeden Fall noch zum Krankenhaus. Das ist auch eigentlich normal bei sowas, dass man da zum Krankenhaus geht. Ja, es wurde jetzt dokumentiert. Und jetzt muss man halt rausfinden, wie es war. Und dann gab es, glaube ich, noch einen, der hat ein Video davon gemacht, wie die meine Tür wie die Tür eingetreten haben. Ein paar Mal. Und ja, da haben Leute geguckt, ob die es auf TikTok gestellt haben. Haben sie aber nicht. Die haben es wahrscheinlich, als wir denjenigen gefragt haben, der es gemacht hat. Der hat dann gemeint, er hat es ja noch nicht mal aufgenommen. Aber die ganze Schule erzählt rum, dass es da so ein Video gibt. Also, keine Ahnung. Vielleicht haben die es noch, oder vielleicht haben sie es auch gelöscht, als sie dann Angst bekommen haben. Auf jeden Fall kriege ich einfach so die Nachricht von einem Kollegen von mir. Ja, du hattest Überglück, als du im Sekretariat warst. Waren diese 10 Leute, die haben nach mir gesucht und wollten mich irgendwie zusammenschlagen, weil ich direkt zur Schulleitung gegangen bin. Ja. Was hast du denn nicht alles so erlebt? Also irgendwie... Und dann meinte nur mein Englischlehrer zu mir, der gleichzeitig auch mein Wirtschaftslehrer ist, hatte ich halt 2 Stunden nacheinander, ne? Wirtschaft dann Englisch dann Wirtschaft. Der meinte dann zu mir, Alter, du ziehst aber auch immer die Arschkarte und bist immer zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Oder irgendwie so. Wurdest du jetzt zur richtigen Zeit? Ja, scheiße auf der. Wirklich. Zur richtigen Zeit am falschen Ort, oder? So? Keine Ahnung. Zur falschen Zeit am falschen Ort. So? Ja.
Der. Das sieht doch eine schwere Körperverletzung, je nachdem wie stark kann und so. Ja, das wird ja Jugendstrafgesetz behandelt, ne? Ach, sind das echt noch unter 18-Jährige? Mhm. Die sind so entweder so alt wie ich oder 1, 2 Jahre jünger. Oh, auf was für eine Schule gehst du eigentlich? Die beliebteste Schule von Rheinland-Pfalz. Aha. Ja. Da Ich sind so sage es, 13-jährige kleine Affen, die sowas abziehen. Ja. Und ich bin halt nicht so beliebt in der Schule, weil ich halt schon mal einen, der über 1000 Sexbilder in die Klassengruppe geschrieben hat, halt auch an die Schulleitung verpetzt hat. Und der hat dann Probleme mit dem Jugendamt bekommen. Ist da auch oft abgehauen und so. Und hat er Probleme halt bekommen, so mit Polizei und Jugendamt und so, weil man das ja nicht macht. Vor allem, weil da irgendwie Vergewaltigungen gezeigt wurden anscheinend. Und halt, ja. Und der wurde dann irgendwann auch von der Schule geworfen, weil er Amphetamine in der Schule verkauft hat. Aber der war halt irgendwie beliebt in der Schule und so, keine Ahnung. Das ist doch... Was erlebst du eigentlich, Alter? Wie alt sind die? Hat sie es gerade eben schon gefragt, dass ich gesagt habe? Das nicht. Ja, er hast doch gesagt, er ist wie du. Oder Okay. 2 Jahre jünger, oder? Ja, genau. Ja, und halt, als ich im Sekretariat war, waren da noch Leute aus meiner Klasse, die nicht gesagt haben, wo ich gerade bin. Das war auch sehr nett von denen. Ja, es ist halt bei uns gibt es halt die Berufsreife, also Hauptschule und halt Sekundar 1, da bin ich drin in der Sekundar 1. Und die Leute, die es gemacht haben, sind halt Hauptschule gewesen. Gewesen? Sind die jetzt geflogen oder sind die tot? Was ist los? Die sind Hauptschule. Ja gut, kommt drauf an, wenn sie 14 sind, Ellie, dann sind sie schon strafmündig. Aber die Schule hat nichts unternommen, ne? Die haben nicht die Polizei gerufen. Die haben nicht den Krankenwagen gerufen, weil die hätten den Krankenwagen rufen sollen. Weil man das einfach macht. Man geht nicht zum Arzt, sondern man ruft den Krankenwagen bei Körperverletzung. Wie? Ja. Hätte mir damals Ja. ein Bein gefehlt, dann bin ich auch aber zum Arzt gelaufen, hä? Nein, wenn das... Es wenn ist das doch durch Spaß, jetzt komm ruhig mal wieder. wenn das durch jemand anderen gemacht wird. Ich weiß nicht. Ja doch, die sind strafmündig. Ich bin 16. Ich würde dir jetzt raten, deine Schule zu wechseln, weil das ist ja... Nee. Das nicht. Ich meine, was hält dich denn da? Meine Klasse. Nur die? Und mein Schulleiter, weil den mag ich. Weil er weil er auf jeden Fall den Leuten, wenn er weiß, wer es ist, über die Strafe gibt. Das weiß ich. Also letztes Mal auch. Und mit meinem Schulleiter will man nicht streiten, weil der... Also wenn er weiß, dass jemand Scheiße gebaut hat, ansonsten ist er nett. Dann... Boah. Und dann, wenn es noch mit Feminismus zu tun hat, dann ist er auch immer ziemlich... Oder Antifeminismus? Ja, irgendwie so. Ich verwechsel das immer. Dann ist er auch ziemlich, ungemütlich. Ja, aber nun, also, ich hatte jetzt keinen Bock im Krankenhaus zu sein. Da wäre nichts passiert. Also, was soll passieren? Einiges. Einiges, Ela. Einiges. Meine Schule liegt direkt an einer Polizeiwache, ja, meine auch, ne? Achso. Gegenüber ist die Polizei. Wäre das an unserer Schule passiert, gäbe es einen Großeinsatz. Also bei mir liegt die Polizeiwache auch direkt gegenüber. Am Ende gehen wir auf gleiche Schule. Ellie, was ist da los? Ellie geht, glaube ich, in Österreich zu einer Schule, aber...
Ellie geht in Österreich zu der Schule. Ja, okay. Und alleine, also, wäre das bei Ellie passiert, wäre ein Großeinsatz. Und ich glaube, bei dir war kein Großeinsatz. Ich glaube, irgendwas stimmt da schon mal Bei mir war nicht. gar kein Einsatz. Ja, eben. Aber warum sieht das so schön aus? Und bei uns gab es einfach gar nichts. Dann meinte halt der Kumpel meiner Schwester, also der Freund meiner, nicht der Kumpel, der Freund meiner Schwester, dass es irgendwie unterlassene Hilfeleistung war, was die Schule da gemacht hat. Und, ja, genau. Ja, Digga, ich würde an deiner Stelle Schule wechseln, aber scheinbar denkst du da so sehr. Ich habe so oft schon die Schule gewechselt. Und dann hast du auf so eine Scheißschule gewechselt? Die ist eigentlich, also meine Mitschüler, also meine Klassenkameraden sind gut. Und Haben die nicht einen scheiß Stream von dir abgespielt und du hast deine Klasse nicht gehasst? War da nicht mal irgendwas? Ja. Was ist denn plötzlich passiert, dass du die plötzlich magst? Ja, die waren schon sehr nett, also die haben also keine Ahnung, als ich das der Lehrerin gesagt habe und die darüber gesprochen hat, dass ich das nicht so nice finde und dass es auch nicht geht, dann haben die es auch verstanden und seitdem verstehen wir uns eigentlich. Also ich habe mich davor auch mit anderen schon verstanden, so ist es nicht, aber jetzt mit allen ja, im guten Blut. Die haben auch alle irgendwie gute Besserungen reingeschrieben, als ich geschrieben habe, was es ist. Ein Mädchen hat dann einfach reingeschrieben, das geht vorbei. Ich denke mir so, hä? Was ist der? Nee. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll mit Highlight-Video bis Freitag, weil ich muss morgen Nee, ab Freitag. Also eigentlich eine Webseite erstmal machen. Komplett. Und vor allem, wir haben auch gerade gar keine Highlights, die ich, also zu weniger wahrscheinlich, die ich jetzt hochladen können. Wir haben schon einige. Ja, ich muss jetzt hier mal, ne, meine GoPro in den Ferien holen. Und dann geht's richtig dick auf Kerven, ja. Und dann guckst du dir im Stream meinen Vlog an. Klar. Um uns ein bisschen zu promoten. Wenn du im Vlog einen Radical-Stream schaust. Ja, ich werde im Vlog einblenden, dass man RG-Family-Kanal abonnieren soll. Ja gut, das solltest du in jeden Vlog machen. Ach. Okay, das ist ja nicht genug, das mache ich als Radical, Mann. Hä, wie ist mir nicht genug? Ich hätte gerade gesagt, dass es genug ist. In jedem Vlog. Achso. Achso, ja, in jedem Vlog. Ich werde jetzt nicht sagen, folgt unbedingt dem, weil das. Ich sage ja auch nicht dann, folgt unbedingt meinen, jawohl. Ich weiß gar nicht, am Ende des Videos vielleicht wäre es ganz klug. Nee, Self-Promotion stinkt doch. Warum soll das deinen eigenen Channel vorschlagen? Jeder. Bei jedem Follower, der bei dir reinkommt, sagst du immer, ey Digga, warum folgst du mir, yo? Folg doch lieber meinen Kollegen. Aus welchem Jahr kommst du? 2007. Da habe ich das vielleicht echt noch gemacht. Ich bekomme nicht mal mehr Follower. Ja. Jetzt sagt er aber ja. Was soll das denn? This is the fine Elo. Elololo. Elololololo. Du leckst. Du leckst. Hey, du hast bei mir kurz ganz arg geleckt. Nein, du hast ganz kurz bei mir geleckt. Okay. Okay. Was mache ich, wenn ich meine Fernbedienung verloren habe, Alter? Von meinem Fernseher. Ich kann jetzt mit meinem Fernseher und meinem Handy zusammen gucken. Echt? Du kannst mit deinem Handy zusammen Fernsehen schauen? Wow. Das treibt man nicht, ey. Nein, ich meine, das Handy benutzt sich als Fernbedienung. Ah, ja, klar. Ich kann den Ton nicht lauter machen, Digga. Ich kann den Ton auch nicht lauter machen, Digga. Nee, ohne Spaß.
Ich kann den Ton nicht leise und nicht lauter stellen und der ist so leise eingestellt, ne? Man kann auch aufstellen vorne am Receiver die Lautstärke hochdrehen, aber ich glaube, du weißt nicht mehr, bei was ein Receiver ist, oder? Das habe ich nicht. Ich merke schon, ich bin alt. Also an meinem Fernseher gibt es nicht irgendwas zum lauter machen. Das ist halt geil, aber... Ja, Ja, aber das wäre ja, also, also kaum. Also ich finde meine Fernbedienung ehrlich nicht. Ich habe überall gesucht. Sie liegt bestimmt wieder in irgendeinem Eck, ne? Aber also... Keine Ahnung. Hier, kleb einfach so ein AirTag dran und dann immer, wenn du es verlierst, sagst du, hey Siri, AirTag mein Scheiß und dann macht die laute Geräusche. Ja. Aber dazu müsst du die Fernbedienung erstmal finden, ne? Ja. Freust du dich auf Freitag? Warum? Freitag ist Event in Afterlife. Da musst du dabei sein. Oh, ja. Ich für 30 Minuten dabei. Digga, du bist nicht 30 Minuten dabei, du bist der Eventzeit dabei. Ich brauch dich. Junge, ist das Event länger als 30 Minuten? Natürlich ist das Event länger als 30 Minuten. Ja, schwierig. Was zur Hölle? Ey, lö. Was soll das? Ich brauch dich. Mein Receiver hat keinen Lautstärkeregler. Ja, du bist auch Schippe. Das wollte ich auch sagen. Bei dir ist entweder alles haarig oder alles klein. Asera hat keinen Fernseher, ups. okay. Ich hab keinen Fernseher. Ich brauch keinen Fernseher. Ja, ich habe meinen Fernseher von meinem Opa praktisch bekommen. Ist das noch so ein Röhrenfernseher oder warum sagst du das so? Damals durfte ich keinen PC haben, dann habe ich mir einen Fernseher geholt. Das hat nicht meine Frage beantwortet. Was? Oh fuck, ich habe Jelan gerade getötet. Jelan! Was hast du gerade gesagt? Ist das noch ein Röhrenfernseher oder was hast du da von den Opa bekommen? Nö, ich hab Geld für einen Fernseher bekommen. Ach so, von einem Opa? Ja, und das ist ein saugeiler Fernseher. Der hat Okay. 4K. Hat mein PC auch. Ich meine, wie soll dein PC kann niemals 4K übertragen, Junge. Hä, bist du Das kann doof? mein PC auch nicht, Außer jetzt, wenn du ein Video schaust, aber ich meine jetzt... Ach so, streamst du mit deinem Fernseher oder was? Also, Elo, what the fuck? Nein, ach, scheiß auf dich. Ich meine, du kannst deine Grafikkarte spuckt nicht mehr als 1K raus. Meine spuckt nicht mehr als 2K, also ja, doch, 4K geht auch mit meiner, aber da habe ich ganz wenig FPS. Ja, was laberst du für einen Kerke? Hä? Es geht um Spiele. Nein. Es geht um Filme, es geht um Videos schauen. Ja, Von mir aus an auch sich, Pornos schauen. Du kannst den Film auf 4K stellen, aber er wird halt nicht übertragen auf deinem Bildschirm, Weil du hast, also ich denke nicht, dass du einen 4K-Bildschirm hast. Natürlich. Weil das würde mit deinem PC doch gar nicht zusammenpassen, Natürlich. Du spielst jedes Spiel auf 27p. Nein, spiele ich nicht, Edo. Also für den Stream zumindest. Ja, für den Stream. Aber was ist denn, also... Auf welcher Roaster bist du denn gerade gefangen? Das ist Fakt. Deine Mom ist fucked. Was ist denn mit dir los? Junge, ich kann halt auch nicht denken. Ja, obviously kannst du scheinbar denken, aber du denkst so in ich hasse Ratte. Nein. Ja, sag doch einfach, dass du die verlassen willst. Sag's doch einfach. Junge, warum sagst du es nicht zu mir? Junge, ich nehm's, Digga, du kennst mich, ich nehme sowas immer ernst, Alter. Ja, das nutze ich jetzt aber aus. Sag doch, dass du die verlassen willst. Hä? Sag doch. Dir gefällt der Stream, dann lass doch ein Like und ein Abo da. Würde uns mega freuen. Helfen. Ja, würde uns auch mega frauen, ja. Moin. Ich habe YouTube-Videos auf höchstens 480. Und weil sonst mein Internet abschmiert. Ja, Schipper, der, also. Das ist, ja, gut. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich das sagen soll. 480p. Also, ne. Sag nichts gegen 480p.
Doch. Ich komme aus einer Zeit, da gab es nichts anderes. Ja, gut. Minecraft ist gefühlt auf 480p, oder? Du hast das Gefühl 188p. Ja gut, vielleicht auch 188. Echt? Ich wusste gar nicht, dass Just so eine schlechte Grafik hat. Ja, Just hat eine bessere Grafik als Genshin. Ich habe die Rust-Grafik noch nie gesehen, aber ich habe die Genshin-Grafik schon auf 100% gesehen. Und die ist schon insane. Das ist auch insane. Hast du heute irgendwie eine größere Windel an oder was ist mit dir los? Nee, aber ich meine, Genshin und Rust kann man auch nicht vergleichen, weil Genshin hat eine ganz andere Grafik. Ja, ich finde auch, weil Genshin viel schöner ist, da gebe ich dir schon recht. Mhm. Wenn man Anime mag. Was? Ja. OMG, gerade als Elo und ich geboren wurden, waren 1080p auch was ganz Besonderes beim Fernseher. So alt bist du nun auch nicht. Hat Schipper geschrieben. Als ich geboren worden bin, gab es doch nicht mal 16:9. Digga, da haben wir 4:3 geschaut. Oh, ich muss zugeben, ich sehe bis heute noch Serien und Filme in 4:3. Was? Was? Wie kannst du das machen, Alter? Digga, wie kannst du... Also das finde ich... Okay, das ist jetzt ein bisschen zu krass, Junge. Nein, Du hast mich gerade übergeschockt. Es geht um den Content. Ich gebe einen Scheiß darauf, wie gut das Spiel aussieht, wie schlecht das Spiel aussieht, wie scheiße es aussieht. Oder Film, whatever. Es geht um den Content. Es geht um den Content, Edo. Okay, worum geht's eigentlich in dem Spiel, was du immer spielst, oder? Was ist, also... Was für ein Spiel? Ich spiele immer ein Spiel mindestens 3 Spiele. Junge, das ist so ein komisches... Links ist ein Fernseher, rechts ist ein Fernseher, du musst Stopp drücken. Achso, du meinst Fliegender Fernseher. Ist das so auch bestimmt, hast du es vorhin gespielt? Ja, hast du vorhin so gespielt. Ja, würdest du länger mal als 3 Sekunden beim Stream sein, würdest du merken, was da passiert. Nein, ich habe dir gestern auf dem iPad zugeguckt. Ja, okay, dann hättest du schon mal verstanden, dass ich nicht pausiere. Ja, du drückst halt auf den Knopf drauf, Junge. Ja, und was passiert dann? Aber ich verstehe, also... weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht nächste Geschichte oder so. Nein, man ist ein Live-Cutter. Das heißt, du cuttest Nachrichten. Hallo, fress doch dein Mikrofon nicht auf, Alter. Hey. Junge, ich hab getrunken. Du kannst. Flasche ist gegengekommen, weißt du. Ja, du trinkst aber ganz besonders. Du bist ein ganz feiner, du bist ein ganz besonderer. Oh, nein, du bist ein Live-Cutter, der Live-Nachrichten cuttet und das Geschehen über diese Nachrichten hat. Yeah. Und das hat natürlich eine sehr interessante Geschichte, weil du bestimmst mehr oder weniger, was die Zuschauer sehen. Das heißt, wenn da plötzlich so Propaganda-Shit kommt, kannst du halt entscheiden, ob der läuft oder nicht, ob da eine Revolution gestartet wird oder nicht. Das ist halt schon ein extrem geiles Spiel, es war schon extrem spannend. Ja. Yeah. Danke für deine Meinung. Ja, es ist extrem spannend, wenn man das gut, also wenn man es nicht langweilig findet, ne? Wenn man Englisch kann. Ja, ich glaube dann auch nicht. Also für mich zumindest. Ja, der Mann geht ja auf Qualitäten. Wie Grafik. Ja, da gehe ich richtig drauf. Ja, ich weiß, ich kenne dich jeden. Aber mein Bruder hasst mich dafür aber auch. Ja, ich Deine auch. Generation ist schwierig. Hallo? Ich glaube, du bist aber schwierig, Edo. Vielleicht ist auch deine Generation aber schwierig. Ich meine, wenn da so kleine Asi-Kinder auf dem Klo sitzen, Türen einrammen und dich halb töten, ich weiß ja nicht. Als zu meiner Zeit gab es sowas nicht, Elo. Ich find's toll, dass Elo immer schön trinkt. Ja, ich trinke 3 Flaschen am Tag vom Wasser. Und ich habe noch eine Colaflasche. Achso, das freut mich. Also ich trinke 4 Liter oder so am Tag. Mit wie viel Prozent? Wie, mit wie viel Prozent? Ja, ich frage nur, also wenn du jetzt täglich trinkst. Man soll es ja auch nicht übertreiben.
Digga, jetzt. Also ich bin dieser Typ, ne? Ich habe so einen Kumpel, ne? Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, ne? Sobald ich online gehe, schreibt er mich direkt an. Ja, sorry, hör schon damit auf. Nein! Der sagt dann, was machst du gerade? Oder, wie geht's dir? Ja, der interessiert sich Ja. halt für dich, der mag dich halt. Das ist Freundschaft, Elo. Ja, Freunde. Ich hasse ihn. Warum denn? Was hat er denn Weil getan? er übernervig ist in der Schule. Er mobbt mich immer. Ah, okay. Ja, Im dann ist echt Privaten kann kacke. er voll nett sein. Und in der Schule ist er dann voll das Arsch. Nee, Mobber sind doof. Mobber raus. Punkt. Ja, Digga, weißt du, das ist Keine so ein Widerrede. Typ. Kennst du diese Typen, die so, wenn du mit denen zu zweit bist, übernett sind? Mhm. Und man denkt, man kann ja mit denen über alles reden, dann bist du mit Kumpels und dann ist er irgendwie so. Da erzählt er irgendwelche Sachen, die er vielleicht nicht erzählen soll, um einen zu nerven oder so. Mit dem anderen und dann. Ja, ich kenn Schipper, ja. Oh. Und wenn du gemobbt wirst, einfach lächeln. Ich werde jetzt nicht von ihm gemobbt, aber ich hasse das irgendwie. Ich habe sogar heute erfahren, dass Rasse einfach fast so alt ist wie mein Chemielehrer. Wie? Also, so jung kannst du nicht mal Lehrer werden. Was hast du für Ist einen so. Chemielehrer? Sicher, dass das dein Chemielehrer ist? Hä, also mein jüngster Lehrer auf meiner Schule ist. Bei mir war es damals 26. 30. Vielleicht 26 ist aber 28. auch ultra früh. Ich glaube, da macht man nicht irgendwie Weltreise oder irgendwie ein Jahr Ruhe oder so, sondern direkt studieren. Direkt Master und einen Scheiß. Und direkt wieder in die Schule. Genau. Ah gut, er macht auch nur Sozialkunde, also der hat es auch nicht schwer. Also nicht so schwer wie jetzt ein Mathelehrer. Ja gut, dann, ja gut, es kommt dann natürlich auch auf die Fächer an, was du unterrichtest. Hä, ja natürlich, Digga. Der muss nicht 4 Stunden pro Woche, sondern eine bei jeder Klasse. Also es kommt schon auf die Fächer an, meiner Meinung nach, von Arbeitstechniken. Ja. Digga, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist betrunken, aber... Nein. Nein. Junge, ich habe eine Türke in den Kopf bekommen, Alter. Durch die Lehr... Ich sage ja nicht, dass es unaufwendig wäre, ne? Aber es ist nicht so aufwendig wie Mathe. Oder Deutsch. Durch Oder Lehrmangel haben ein wir anderes für 5. bis 10. Klasse als Aushilfe. Erst Montag bis Dienstag in mein Gymnasium und studiert den Rest der Woche Chemie. Ah, okay. Ja, komische Schule. Gut, was heißt Ja, komische Schule? Das Ding, was bei dir da rumfliegt, ich muss die ganze Zeit an Transformers denken. Ja. Nee, das heißt Rick. Ja. Übrigens, weil ich vorhin gelesen habe, Schipper, zu meiner Zeit gab es nicht mal Seife auf dem Klo. Konnten froh sein, wenn wir überhaupt Wasser hatten. Hey, gibt's nicht Seife schon über lange, Junge? Die Seife wurde erst im letzten Jahrzehnt erfunden, Edo. Das gibt's also. So lange gibt es noch nicht. Seife ist, hallo, das ist Luxusgut. Digga, du redest so, als wärst du so 1900 geboren, Alter. Obviously gab es Seife, Elo, aber es ist halt nicht, ne, als ob die Schule dafür Geld ausgibt. Zu meiner Zeit gab es noch keine digitalen Geräte. Gab's auch nicht! Wir haben das scheiß Overhack-Projektor verwendet, Alter. Warte mal, du bist wie alt? 20. Ja. Ja, überleg. Digga, wir hatten nicht mal Whiteboards gehabt. Wusste nicht mal, was das ist. Hä? Warte mal, ich muss... Na, obwohl doch, das könnte passen. Ja, als du 15 warst, gab es aber, oder 13, 15, da gab es Handys. Was? Also, als du 13 geworden bist, kamen die ersten Handys. Die richtigen Handys. Smartphones. Gab es nicht früher? Echt? Weiß ich gar nicht, Sicher. aber 2013 hört sich ein bisschen später an. Ja gut. Was nicht so das- 2010? Das stimmt. Ja gut, das kann auch sein. Warte, ich kann kurz googeln. Google mal. Aber Nokias gab es schon viel länger. Hm. Weiß nicht, ich hätte damals so ein Klapp-Handy gehabt. Wissen besser als Alter. Und Wissen kommt mit dem Alter. Nee, seit 1996. Nee, das ist ein bisschen zu früh. Nein, Spaß. Warte. Smartphone. Mit Touchscreen muss ich machen.
Schreib doch einmal, wann kam das erste iPhone raus? Was? Na gut. Aber gab's das als erstes? Keine Ahnung, aber es war eins zuerst, ne? Ja, wenn jetzt wieder Nokia kommt, dann kurz im Strahl. 2008. Ne, Ja. 2007. Ah ja doch, ja klar, Apple. Digga, als ich geboren wurde, Junge. Ich bin im Digitalen geboren. Weißt du, was ich meine? Für 500 Euro damals schon, ne? Und das teurere Modell mit 8 GB für 600. Alter. Die so teuer waren die damals noch nicht. Die sind Doch. vielleicht heutzutage so teuer, weil Also die nicht so produziert werden. 499 als das 4 GB Modell für 499 US-Dollar, das 8 GB Modell für Das sind aber keine 500 Euro. Hä, wie viel sind's denn dann? Das ist viel weniger. Echt? Das sind vielleicht 400 Euro. Und natürlich musst du dazu rechnen, was damals der Wert von Euro und Dollar war, aber der war nicht unbedingt, der war niedriger. Ja, gut. Also 499 US-Dollar sind 460 Euro. Ja, momentan. Das war ja damals anders. Ich weiß noch, wie ich extra in Spielen mit Dollar bezahlt habe, weil ich dadurch einfach Hälfte der Preis aber fast bezahlt habe. War schon schöne Zeiten, als du damals noch mit Dollar bezahlen konntest. Leider geht's nicht mehr. Mhm. 1900, 2008, 2007. Jetzt. Okay, 1 Euro war damals 1,47 US-Dollar wert. Was heißt das jetzt, Rotte? Oh, ich bin noch 3. Shit. Ja gut, ich weiß halt nicht, welches heute ist, ne, aber ist mir auch egal. Oh ja, heute treibt sich ungefähr in selben Wert. Ich weiß, wir hatten 2020 war mal Dollar genauso viel wert wie Euro. Oder 2021 war das, aber hat sich zum Glück wieder geändert. Mhm. Warum zum Glück? Solange wieder Euro Mehrwert ist, haben wir gute Karten. Sind IQ-Moments. Ja, wo bin ich hier? Also ich bin unter der Erde. Reconnect ist im Rateraum, ne? Im Rateraum. Oh nee. Rec, bist du nicht da? Nice. Oh. Was? Komplettes Erdbeben bei Rack. Digga, Daniel war vorhin drin, den hast du nicht gemoved, ne? Der ist ja auch wieder abgehauen. Achso. Ja, sein Pech, oder? Hey, Lo, willst du Rack erzählen, was da jetzt passiert ist? Nee, ich hab's heute schon dem Arzt erzählt und meiner ganzen Klasse. Ich hab keinen Bock mehr. Okay. Aber mir erzählen ging noch, sagst du. Okay, also ja, klar. Justin erzählen geht immer. Ja, ist aber nett. Ja, Rack, wie geht's denn an diesem wunderschönen Dienstag? Ja, eigentlich ganz gut. Ferien, ganz angenehm. Aber du hast Ferien? Ja. Oder wie lange noch? Digga, hä? Keine Ahnung, 1,5 Wochen. Na, nice. Als Maul, du hast 2 Wochen Osterferien. Ja. Ach, Digga. Wir haben alle 2 Wochen. Junge, ich habe Winterferien eine Woche, ja. Ich habe Herbstferien eine Woche. Ich habe Osterferien eine Woche. Du hast nur eine Woche Osterferien? Ja. Sommerferien? Sommerferien hat auch nur eine Woche, alles gut. Nein, 6 Wochen, klar. Aber es geht ja um die anderen Ferien. Und Herbstferien, eine Woche. Ja, was gab's noch? Faschingsferien, auch eine Woche. Oder kürzer als eine Woche, glaube ich, Dinge. Eine Woche ist gar nichts wir gefühlt. haben keine Faschingsferien. Ja, Mann, ich krieg nur eine Woche. Und jetzt google einfach mal das Land, was am wenigsten Ferien hat. Da wirst du meinen, also das Bundesland. Elos was am Bundesland wenigsten wird da Ferien stehen.
Nein, da steht dann Rheinland-Pfalz. Nein, da steht Elos Bundesland, jetzt sag nichts anderes. Also es ist auf jeden Fall also ich weiß nicht, ob es das unterste ist, aber es ist auf jeden Fall einer der untersten. Wohnst du in Bayern, Rick? Nein, warum sollte er ja? Weil man hat in Bayern die meisten Ferien. Aber Bayern ist ehrlich geil. Dort aufzuwachsen wäre cool, Alter. Dort ist nämlich so ein Lego. Ja. Danke, Rick. Ich fühle mich Also geehrt. es geht nicht ums Legoland, sondern es geht einfach nur daran, dass man viel Ferien hat. Dafür würde ich gerne in Bayern aufwachsen. Dann zieh nach Bayern. Nee. Pass mal auf, wir gründen die WG in Bayern. Wie wär's damit? Fahrradkette. Was hast du zugehört? Du hast irgendwas mit Bayern gesagt. Ich hab's nicht ganz verstanden. Achso, ja, nee, du hast aber nicht ganz zugehört. Ja. Hey, wie soll ich denn zuhören, wenn ich gerade selber am Labern bin? Ich höre doch meine Stimme auch. Ja, ich habe aber heute angefangen zu reden, ey, so was soll das? Boah, da muss ich jetzt erstmal furzen. Nee, ist okay, furz einfach, los. Lass es raus, Elo. Lass Jetzt hab es ich's raus. ausgelassen. Jetzt bin ich bereit für deine Predigt. Okay. Das war aber leise. Wie wär's, wenn wir die WG in Bayern halten? Ja, dann musst du nicht so weit. Ja. Und du darfst deine letzten Jährchen Schule schön Aber ich viele muss auch nicht Ferien haben. weit, ne? Ich muss auch nicht weit, also von daher bin ich einverstanden. Auf die anderen, Ja, die sind egal, dass du die Mitspracherecht hätten. Genau. Weißt du, da furzen sich zwei gegenseitig an, da schreien sich zwei die ganze Zeit gegenseitig an, während sie sich gegenseitig anfurzen. Wir haben Philipp den Langhals, der so seine Tierplantage halten wird. Der Mitspracherecht hätte. Was haben Also wir noch? wenn jemand anfängt, permanent zu furzen und zu rülpsen, Junge, dann werfe ich den so aus der Wohnung, der ist mir so egal. Ich glaube, der Erste, der das machen wird, bist du, Elo. Nein. Eben nicht, ich furz eigentlich fast nie. Was war gerade? Und ich rülpsen, Junge, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal in meinem Leben gerülpst habe, Junge. Ich hab safe eine Aufnahme von dir, wie du rülpst. Nee. Irgendwo bei den 1000 Streams. Nie. Ey, wenn ich dich das nächste Mal rülpsen höre, ne, Elo, ey, das wird der Clip des Jahres. Sag mal bitte, du hast das aufgenommen, oder? Ey, das war doch kein Rülps, Junge. Nein, trotzdem. Warum sollten wir im Osten eine WG machen? Was für Hölle? Wer will denn bitte im Osten? Junge, im Osten ist scheiße, man verdient weniger Geld. Das wollte ich gerade sagen. Ja. In Bayern verdient man auch am besten, Junge. Bayern hat auch die schwierigsten Abschlüsse, ne? Ja, Digga, ist mir scheiße. Mache ich halt hier einen Abschluss und dort mache ich dann, ne? Ja, bitte jeden Morgen nach Eloland reisen. Genau. Die Aseria Family in Osten. Hä? Ruhe, der Osten ist das Herz Deutschland. Also wenn bei dir das Arschloch der Herz ist, dann ist ja... Bruder, dann würde ich mal zum Arzt gehen. Nee, ich würde aber akzeptieren, wenn man Arschloch... Was? Hättest du eigentlich so aussprechen müssen, ne, für die Highlights. Mach nochmal. Klar. Wir brauchen ein Highlight, mach mal irgendeine Scheiße, sing mal wieder, Alter. Hast du eigentlich mein Highlight-Video geguckt und gesehen, wie du gesungen hast in dem Ding? Ich hab mir gerade gedacht. Hast du es noch nicht gesehen? Ich hab's gesehen, natürlich habe ich's gesehen. Also du kannst so schön singen, ne? Wie du dich auch immer hinstellst und hoffst, dass dich gerade beobachtest, dass es einen Clip gibt und dass du es in die Clips machst, Digga. Ich habe eigentlich gehofft, dass keiner da ist. Ich habe extra gecheckt außerhalb des Hauses, dass da... Deshalb kam so auch am Ende so, du hast so gesungen und dann hörst du auf einmal auf, weil du kurz gerade das Stream aufhattest wahrscheinlich. Dann siehst du, okay, geil, er ist da. Will ich jetzt aufhören oder mache ich weiter? Denkst du dir, scheiß drauf. Ja. Ich gehe kurz nach hinten und mache weiter, Junge. Ja, ich hab Oder hast du Text vergessen?
Digga, ich hab Tab gedrückt und er war ein Spectator. Alter, jetzt wird er nicht so laut um 0 Uhr. Ausreden lassen. Hä, das Ding ist, wenn er im Spectator ist, dann muss es doch nicht sein, dass er dir gerade zuhört, hä? Ja. Digga, es sind so wenig Leute waren dort auf dem Server, dann swaggt der überall rum. Oha, jetzt kommt der Front gegen den Afterlife. Afterlife. Ey, der Front ist, dass du einmal auf den scheiß Afterlife-Server bisher nur warst, Elo. Ich war 3-mal schon. Jetzt RG-Coins spielt wenigstens aktiv, Alter. Applaus. Ja, RG-Coins ist ja auch ein Fulltime-Minecraft-YouTuber. Ist er nicht? Er war ja mal. Mein Gott. Und du bist aber nur Fulltime Rust-Content-Creator. Ich kann doch mal was anderes machen. Nö, CSGO mache ich noch. Oh wow, Also nicht übertreiben. Ja. Hey, ich habe einen Clan mit wie vielen Membern jetzt? 1, 2, 3, 4. Ah, du hast neben RG Family eine neue Family gegründet. Nein. Elo, du weißt, was im Vertrag steht, ne? Also mit mir 17. Du weißt, was im Vertrag Leute. steht. Junge, das ist mein Clan, yo. Die Ja. sind mir untergestellt. Alles, was mit mir je halt gehört, irgendwelche gehört Vibes. RG Family. Junge. Das ist jetzt Ja, dann mein komm halt, Clan. mach halt mal ein Wipe mit, Junge. Ein Wipe? Ich soll eine Wipe? Ja, man nennt das Wipe. Digga, was Man ist nennt das Wipe. denn? Du kannst es doch nicht Wipe nennen. Doch, das heißt aber so, hey. Das sagt jeder so, Was hey. denn, Alter? Junge, man nennt es so. Man spielt einen Wipe auf einem Server, Aha. Digga, um sich dann hoch zu pushen. Aber ihr schreit Kann man nicht sagen. random in der Runde Wipe Me Daddy, oder? Ich frage aus Interesse, ich weil denke mal, vielleicht, also vielleicht will ein ich paar deinen Leute doofen machen Clan das doch nicht vielleicht, haben. ne? Oh. Nö, aber es gibt schon, also wir haben ältere Leute dabei, wir haben so in meinem Alter Leute dabei. Ach ja, dieses Rust. Und es läuft dann halt, wenn alle mal da sind. Also, Wenn halt nur 3 von den ganzen Leuten da sind, ist halt scheiße, aber weil wir halt zu viel scheiße sind, weil wir einfach so scheiße sind und erstmal eine große Truppe brauchen, um überhaupt was zu erreichen, aber es passt schon. Sind da potenzielle neue RG-Member in deinen komischen Clan? Wipe ist, wenn die ganz große Gruppe stirbt, oder? Nee. Also wenn du du kannst so sagen, wir haben den Clan gewiped, ja dann stimmt's aber. Hey. Digga, Wipe ist für mich einfach nur Wischen. Was ist das für dich? Wischen. Junge, er hat gerade Google übersetzt das reingemacht, Junge. Ohne Spaß. Die ist gerade Google übersetzt. Fuck? Rip Discord bei mir, gell? Was soll ein Wipe für dich sein? Rick. Ja? Ich habe eine Gehirnerschütterung. Bin trotzdem heller als du, weißt du, was ich meine? So, jetzt beantworten wir meine Frage, Sir. Ah, Digga, was ist denn mit Discord los? Ich stelle mal kurz mal. Guck dir den Stream an, Junge, dann weißt du, was passiert ist. Also zurückspulen. Stumm dich, spul zurück, da habe ich die ganze Story erzählt, Junge. Es ist mir jetzt so lang, als ob ich jetzt 10 Minuten meiner Lebenszeit verschwende, um das nochmal zu erklären. So, Mr. Elo. Dann kommen so Clips, Hallo? Wie oft hat's Elo erklärt, ja? Beantworten Sie meine Frage. Ja. Wie viele potenzielle RG-Member sind in deinem komischen Vibe-Clan? Es gibt keine. Also es gibt einen, den ich nett finde, aber sonst. Ah, den Rest findest du alles Hurensohn, oder was? Der Rest ist alles aussieht. Ich hänge mit den Mob dabei. Nein, aber die spielen halt jetzt keine Spiele, die wir spielen würden. Du spielst auch keine Spiele, die wir spielen. Nein, doch, ich spiele manchmal Among Us ein bisschen. Wow! Oha, ohne uns. Ohne uns, ja. Du spielst ohne uns Among Us. Ja, wahrscheinlich spiele ich das alleine, aber es macht doch gar keinen Spaß. Obwohl, ich hab's doch schon mal mit einer anderen Truppe gezockt, aber das war ja, weil Lukas mich eingeladen hat. Unmöglich. Ja, und du wolltest uns einladen und ich glaube, wir haben Kurzfilm gemacht. Ja, nein, ich hab dich eingeladen und du hast gesagt, du hast keinen Bock, weil Lukas dabei ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich habe dich safe. Ich weiß noch ganz genau. Ich weiß noch ganz genau, wie ich dich eingeschissen habe, weil ich gesagt habe, komplett RG arbeitet an einem scheiß Kurzfilm und du hast nichts Besseres zu tun, als fucking Among Us zu spielen. Ich weiß noch genau, wie ich dich eingeschissen habe. Daniel und Salz haben auch mitgespielt, Junge. Safe nicht! Natürlich. Salz hat aktiv am Kurzfilm mitgeholfen. Also Daniel 100%. Ja, Salz Daniel war hat zu eine Runde 100% nicht dabei. mitgemacht, das weiß ich. Ja. Aber Salz war zu 100% aktiv. Ja, Salz war auch aktiv, aber ich denke, er hat sich bestimmt eine Runde Zeit genommen, um nochmal zu zocken, Junge. Hä?
Der ist doch nicht 24/7 am Projekt beteiligt Doch, gewesen. war er. Also Gefühl, also als ihr zusammen Salz gemacht hat habt. sich richtig reingehängt. Salz hat sich krass reingehängt. Ja, ich mich auch natürlich, ne? Ja, haben wir gemerkt. Ja, aber ich habe mich bestimmt genauso viel wie Rack in dem einen Projekt eingehängt. Wünscht mir Glück. Aber ich hatte auch keine Zeit wegen meinen Klassenarbeiten. Da warst du mir noch so dankbar, dass ich dir mir Zeit genommen habe. Weißt du noch? Das war nämlich das Projekt, das war nicht das andere. Das war nicht das zweite danach, wo ich nicht mehr Zeit zum Voice-Acten hatte. Jetzt kommt ein 5-Star. Oh, scheiße, oder so. Nee, weil du mir kein Glück gewünscht hast. Du hast aber dazwischen geredet. Weil als ich dir letztes Mal gesagt habe, da kommt ein 5-Star, kam der schlechteste 5-Star, den es gibt, Junge. Stimmt, vielleicht soll ich aufhören, dich hier dabei zu haben. Oha. Ja, gut. Jetzt kommen die Shots. Hast du ja gerade gesagt. Was ich gehört habe, Daniel hat mir gesagt, du hast irgendwann endlich mal Jean gezogen. Das ist schon länger her. Oh Gott, Rack, also das ist jetzt mitbekommen. Das war noch letztes Jahr, Rack. Was noch? Das war letztes Jahr. Ja, gut, also gefühlt schon, ne? Wenn du halt, ich muss sagen, Ratte. Ich war nicht aktiv, hab das mitbekommen. Interessant, Junge. aber. Und? Aber wenn du halt Genshin spielst, dann bin ich eher so. Meh. Ey, das war am 20.12.2022. Das finde ich, das fühle ich, ja. Also Genshin, auch ganz schwierig bei uns, ne? Ist schon Oh, jetzt kommt der schon, scheiße. Ich hab Angst. Ich finde das Game einfach zu groß. Warst du nicht mehr aktiv Genshin-Spieler, Rack? Junge, ich finde zu viel Dialog. Text lesen, wissen, Buch, nein! Nee, weiß ich finde alle Spiele, wo man Text lesen muss. Geh mir weg mit diesen Wörtern, ich verstehe das doch nicht. Diese Saison irgendwie um 20 Hör Uhr auf, dich einzuschleifen. Einzuschleifen? Digga, einzuschleifen. So Spiele, die du so um 20 Uhr anfängst und dann, keine Ahnung, weil du süchtig bist, wenn du es 4 Stunden lang spielst, bis 5 Uhr spielst. Halt so Story-Game-mäßig. Das ist Digga hat, Justin hat bis 3 vielleicht, Junge, aber doch nicht bis 5 Uhr. Da geht der offline, dann macht das Smalltalk mit einem RG-Member. Ja, wenn du auch mal da Oder wärst. ein paar. Digga, ich war schon oft bei Smalltalk dabei. Also, Follow war öfter, ja klar. Was ist das? Er hat seine Ticks. Ja, okay. Was war der jetzt? Nein, es waren 5 Minuten. Kommt so an, wenn ich mit euch beiden abhänge, weiß ich's nie. Anyway, ich habe eine wichtige Meldung, die ich mit euch mitteilen möchte. Oh, bitte. Irgendeine Version, die jetzt schon bekannt sind. 1 und wir sehen uns dann gleich beim ersten Seed. Junge, das ist mein erstes. So Leute, willkommen beim ersten Seed. Ey, da haben wir uns kennengelernt, Rick, weißt du noch? schon erkennen können, das ist die Map, wo wir im Moment zur Abbild Aber du hast dich so viel schlimmer als ich angehört. Das Seed ist der wilde, wilder Wald und der ist auch genauso wie da kommen die Vibes wieder. Nochmal unten in der Videobeschreibung, der erste Seed. Die Vibes. Wo ich mich hier gerade befinde, ist die X-Koordinate, die oben steht. Ich schaue ein Video, kannst du mal ruhig sein? 111 und 853. Und ja, hier ist schon Pillager Outpost. Ja, ist gut, eine wilde Outpass. Du hast mir, warum, hä? Du hast nicht mal die RG-Member verlinkt bei dir beim Kanal, was soll das denn? Junge, da kannten wir uns noch nicht. Also ich bin verlinkt, aber als letzter. Ey, das habe ich nachträglich reingemacht, da kannten wir uns wirklich noch nicht. Ey, ich hab dich bei mir hinzugefügt, du bist doch jetzt nicht weit oben. Ich weiß nicht, Digga. Ich bin enttäuscht von dir. Hab ich dich ernsthaft da in der Videobeschreibung? Nee, nicht in der Videobeschreibung, unter Kanälen. Hey, ich hab dich einfach hinzugefügt, Junge. Elo. Ja, das ist ein legendärer Stream, ne? Den habe ich extra online gelassen. Den Counter-Stream. Weißt du noch, wo wir da 200 Zuschauer hatten, Digga? Ja, das war so geil, Alter, dieser Moment. Junge, weißt du, und ich hab danach reingeschissen, ne? Also ja, ich hatte dann einen kurzen Stream für eine halbe Stunde. Ich hatte wieder fast 100 Zuschauer, ne? Fußball machen.
Oh mein Gott. Ey, Also ich hatte fast 100 Zuschauer einfach. Bitte lass mich in einem keinen Fußball machen, Stream, ich der esse einen Kekse aus Tag danach war. Was ist das? Warte, bist du das? Nee, das war, Ja, das war macht deine wieder- Stimme. Jetzt Junge, Fußball, danach Rick, würden wir weißt Fußball du, machen. merkst du nicht mal, wenn du was sagst. Du weißt, Oh, ich will nicht Fußball. Bitte lass mich keinen Fußball machen. Ich esse Kekse aus Traurigkeit. Nom, 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 nom. Hey. Ich esse Kekse aus Traurigkeit. Junge, was? Das habe ich nicht gesagt, oder? Hey, seit wann geht das, wenn ich Rechtsklick auf dich mache, ne? Kann ich einfach Mute Soundboard machen? Kannst Digga, du ist das nicht? neu? Doch. Ja, mach mal. Ja. Also es gibt die Funktion, aber ich kann es nicht auswählen. Schade. Ja, das ist jetzt beim neuen Update. Ja, das ist krass. Das finde ich geil. Grad Weißt du, Manchmal fühle ich mich wie ein Babysitter hier. Manchmal kann ich ein Babysitter sein. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Wer hat meine Familie aus Traurigkeit gegessen? Was? Ich habe Fragen. Aber wir beenden diesen wunderschönen Stream mit ganz lauter Musik. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Das kann man in den Kühlschrank, weil das beim Radikuliens und Elo-Sites, Rakonacts, Steam-Accounts und Kühlschränken. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen 20 Uhr ungefähr. Vielleicht auch 20:30 Uhr auf diesem Channel wieder. Vielleicht mit einem neuen Game, wir schauen mal. Not for Broadcast würde ich gerne am Wochenende weiterspielen. Beziehungsweise das Update davon, vielleicht mal auch ein paar Challenges, wir schauen mal. Main Game haben wir fertig, vielleicht schauen wir uns noch mal ein paar Enden an. Maybe. Ich hoffe mal, ich gehe morgen live. Müssen wir mal schauen, wie fertig ich bin und wie viel ich noch vorbereiten muss für Afterlife. Donnerstag machen wir safe Afterlife, deswegen. Donnerstag werde ich safe nicht live gehen. Freitag ist dann schon das legendäre Event. Hoffen wir, es wird perfekt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht. Und hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Oder spätestens Freitag. Bis dahin. Bye bye.